So, Mann, war das wieder ein Stress. Hallo, herzlich willkommen zum quasi zweiten großen Event der E3. Wir nennen es jetzt einfach E3, weil ich so gewohnt bin. Ich grüße euch erstmal alle. Hallo. Einen wunderschönen. Einen wunderschönen. Ich grüße euch alle. Hallo Matze. Hallo Felix. Yannick. Mega Mario. Habt ihr schon von dem Neuesten was gehört, Leute? Habt ihr schon von der neuesten Überraschung was gehört? Weil ich lese das kaum. Bin ich jetzt wirklich so früh dran? Es ist eigentlich, Grüße euch alle. Hallo. Forsa? Nein. Forsa. Kein Spoiler. Ach, Quatsch. Keine Spoiler. Das Remaster, Remake, Remaster, richtig. So. Alter, hab ich einen Bock. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Forza DLC. Wichtig. Forza DLC. Warte. Wo ist mein Ops? Warte. Wir haben ja hier so einen wunderbaren... Ich möchte es mit euch nochmal zusammen genießen. Weil ich hab mir gedacht, Alter, habe ich schon wieder Bock. So, erstmal herzlich willkommen natürlich. Natürlich herzlich willkommen zu dem nächsten Stream hier. Und vielen lieben Dank, dass ihr jetzt schon da seid. Und heute kommen bestimmt viele. Heute wird kein einziges Nintendo-Spiel kommen, glaube ich. Aber wir kennen ja Nintendo mittlerweile. Zum E3-Stream, richtig. Warum? Ach, ich bin ja dumm. Das war ja hier. Genau, da ist es. Entschuldigung. Warte. Müssen wir gleich hier droppen? Ich bin zu aufgeregt. Moment. Fuck. Das ist jetzt auch das richtige Overlay, aber wir wollen hier rein. Ich hab Bock. So why'd you leave Boston? I've been on quite the adventure, little brother. I reckon it's got something to do with that girl. It's got everything to do with that little girl. Die Mucke! Oh! You know, I've never been this close. Is the outside? So is that everything you hoped for? Can't be any worse out there. Can it? Once upon a time, I had somebody that I cared about. And in this world, that's good for one thing. Get you killed. I can take care of myself. How many close calls have we had? I get in trouble down there. You make every shot count. I got this. Hope you know how to use that thing. I've had some practice. Oh! Ich raste aus. Ich raste einfach aus und schon am 2. September.
So, okay. So why'd you leave Boston? Hey, nee, grüß dich. Schön. Direkt bestellt. Alter, ich hab so Bock. Oh, die Uhrzeit ist noch falsch hier, sehe ich gerade. Der Start ist natürlich um 20 Uhr. Der Start ist natürlich um 20 Uhr. So, Leute. Erstmal vielen lieben Dank. Lasst doch bitte, wir sind schon fast 300 Zuschauer. Und ich weiß, dass man das gleich vergisst und ist man jetzt schnell genervt. Aber lasst doch gerne ein Like da. Lasst doch gerne ein Like da, Leute. Ich weiß, es ist nervig. Es ist auch nervig für mich. Aber ich würde mich freuen, dass wir ein bisschen höher gerankt werden und so. Und nach dem Auftakt jetzt hier, ja, da kann man schon mal einen raushauen. Und ja. Und wie ihr wisst, in den Streams mache ich mittlerweile Werbung für die Kanalmitgliedschaft, kostet 99 Cent und ihr bekommt alle News werbefrei. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank. Liken tut nicht weh. Genau. Der ist jung und braucht das Geld. Nee, ich bin mittlerweile fast 38, verlobt und deswegen brauche ich das Geld. Crashbash, 1 Euro. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank. Es gab auch schon die ersten, super, wie nennt sich das? Da haben Leute über YouTube direkt 1 Euro bezahlt oder so. Fand ich auch sehr nice. Vielen lieben Dank dafür. Jetzt noch Last of Us, gab's auch schon 60 FPS-Patch, Jan. Crashbash, Grüße. Ja. Wie geht's? Gut? Gut. Mir geht's prima. Jetzt Last of Us 1 Remake und ich bin happy, ey. Dieses Video-Doni-Dings, ja, genau. Ich habe YouTube Premium, da geht wohl nichts an dich. YouTube Premium, also was ich ja gerne mal auf Twitch mache, das kann ich jetzt auch mal hier machen, ist, wenn ihr wollt, ihr könnt natürlich auch dagegen sein, aber ihr könnt, warte, habe ich das hier? Ja. Wenn ihr wollt, kann ich euch mal ganz kurz meine Einnahmen zeigen. Aber nur, wenn ihr wollt. Die Klickeinnahmen. Ich habe das schon ein paar Mal auf Twitch gemacht. Aber ihr könnt natürlich auch sagen, nee, ist nicht, will ich nicht sehen. Dann zeige ich sie natürlich auch nicht. Darf man die zeigen? Klar. Natürlich darf man die zeigen. Hau raus. Kannst du die morgen zeigen? Warum morgen? Morgen gibt's keinen Stream. Übermorgen wieder. Ist immer interessant, aber kein Muss. Ich zeig's euch kurz, Leute. Ich zeig's euch kurz. Das ist ja immer so. Vielleicht komme ich dann bei den Großen in die YouTube-Videos. Aber ihr werdet verstehen, warum die meisten YouTuber denn Placements machen. Also, ich schalte um. 3, 2, 1. So. Und jetzt seht ihr, das sind meine Klickeinnahmen. Davon kann ich, weiß ich nicht. Was kann ich davon bezahlen? Krankenkasse und Rente. Das war's. Ja. Also, jetzt wisst ihr auch, warum die meisten YouTuber Placements machen. Ne? Wenn die selbstständig sind. Also von daher, da kannst du die Stromrechnung und vielleicht noch einen halben Tank. Deswegen sagt der Bauernkommando, du hast für die Eheringe zu viel Geld ausgegeben. Meinst du das? Nein, Gronk-Fan, es ist kein weiteres Remaster, es ist ein Remake. Es ist von Grund auf neu programmiert.
YouTube ist halt nicht mehr so gönnig, nee. Also bis zum Nerdy-Dagobert-Duck ist noch weit, ja. Einmal voll tanken. Ja, genau. Und weil wir gerade auf YouTube Premium zum Sprechen kamen, warte mal, das ist hier auch irgendwo aufgeschlüsselt. Ich kann euch zeigen, was YouTube Premium bringt. Oh, im Mai war es ein bisschen mehr tatsächlich. 1060 Euro. Im März waren es 370 Euro. So, hier. YouTube Premium Umsatz, da haben wir's. 59 Euro und 87 Cent. Ist halt, ja, was sollst du da sagen? Februar 0, nee, da habe ich gerade da wurde gerade das Netzwerk gewechselt. Reicht, Doppelpunkt vielleicht. Das bin nur ich. Ja, also YouTube hat ja versprochen, dass man von dem YouTube Premium Umsatz dann genauso viel abbekommt wie von den Werbeeinnahmen. Halte ich für ein Gerücht. Ne? Also das wollte ich euch eigentlich zeigen. Aber es geht halt nicht, ohne meine restlichen Einnahmen zu zeigen. So. Und ob das so eine gute Idee ist, naja, mir geht es nicht so wirklich um die Sicherheit. Mir geht es eher darum, dass ich meine Ruhe habe. Weil ich bin ein Anti-Kollegen-Mensch. Ist das dein YouTube-Gehalt? Die 900 Euro? Ja. Von den letzten 28 Tagen. Und deswegen, Leute, macht man Placements, deswegen macht man Kooperationen mit Instant Gaming und Retro-Plays. Und deswegen sagt man auch, Kanalmitgliedschaften sind wichtig, weil da macht es einfach die Menge. Und für die meisten Leute sind 99 Cent, auch wenn die Zeiten natürlich gerade schwer sind, nicht so viel. Ja. Das ist halt. Das ist Krankenkasse und Rente, die ich jetzt bezahle. Man kriegt doch bestimmt genauso viel Anteil, nur hat kein Mensch YouTube Premium. Nicht wirklich. Also glaube ich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so wenig ist. Placement für Raid Shadow Legends. Um Gottes Willen. Gleich wird ein 7-minütiger Trailer zu COD gezeigt. Ich fand den ersten schon nicht doller. 99 Cent hier oder in Diablo Immortal? Ja. Ich halte YouTube Premium auch vielleicht unnötig. Es ist auch viel zu teuer. Wer denkt denn, dass die Leute 12 Euro in YouTube Premium investieren? Das ist halt Blödsinn. Das ist viel zu teuer. NordVPN mache ich ja manchmal. Wie lange wird es dauern? Ungefähr 1,5 Stunden, glaube ich. Also, ist okay. So, dann schalten wir mal wieder um. So, haben wir den League mal wieder beendet. Mittlerweile sogar 15,99. Entschuldigung, aber. Nee, auf keinen Fall, Alter. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Bist du bei Tim seinem Geburtstag, weiß ich noch nicht, weil wir eine ganze Weile unterwegs sind. Zero Grüße. 2 Euro sind übertrieben. Ich nutze viel YouTube und Werbung, hat mich verrückt, beziehungsweise schon fast krank gemacht. Ja. Ich finde es halt trotzdem zu teuer. Also da bin ich ganz ehrlich, wenn da jeder der dann sagt, ey, nee, mach ich nicht. Bist du selbst? Nein, ich habe kein YouTube Premium. Vielleicht boostet das mal meinen Kanal, wer weiß, ne? Wieso hast du keine Musik im Hintergrund? Warum sollte ich für die 10 Minuten? Brave Tokens? Was? Nerdy Badewasser? Nee. Nee.
Oh Gott. Da läuft schon Countdown. So. Nerdy sollte OnlyFans... Nee, den Körper hat nur meine Freundin. Ich habe so einen Körper nicht. Und wenn ich der komme mit, Schatz hier, wir brauchen ein bisschen Kohle für die Hochzeit. Machst du OnlyFans? Dann ist keine Hochzeit mehr da. Also es lohnt sich nicht. Messer, Grüße. Nerdy-Fans. Bei Brave Browser kann man monatliches Trinkgeld an Creator bezahlen und das anonym. Okay, aber das kannst du kannst ja auch anonym. Fürs Haus tut man alles, oder? Ich weiß nicht. Diese Hochzeit wird gesponsert von OnlyFans. Mit meinem neuen TV wirkst du so, als würdest du im Wohnzimmer sitzen. Na Mensch. Nani, Grüße. Nur ein bisschen Freizügigkeit. So einen kleinen Finger an die Kamera halten und sagen, hey. Mehr braucht er nicht erwarten. Ja, eigentlich, also für uns ändert sich eigentlich so gut wie nix. Also für uns ist das hier voll E3 gerade. Nur für die vor Ort. Es ist eigentlich genau dasselbe wie jedes Jahr. Erwartest du irgendwas bei der Präsentation? Nee. Ehrlich gesagt nicht, weil der Geoff Keighley schon gesagt hat, dass heute hauptsächlich Spiele vorgestellt werden, die schon angekündigt sind. Aber kein Trio. Nintendo hat noch gar nichts gesagt. Es könnte aber sein, heute gab es den ersten handfesten Hinweis. Es könnte sein, dass eine Direct kommt, weil ein Publisher, der ein Spiel exklusiv auf der Direct vorgestellt hat, hat ein Embargo ausgesprochen zum 15. Juni. Und das könnte sein, dass das ein Hinweis ist. Hydro, Grüße! Ruhe, Sulke. Ja, haben wir schon zusammen geguckt hier. Wir haben aber noch 8 Minuten, Leute. Wir haben noch 8 Minuten. Und da jetzt wesentlich mehr Leute da sind, um den Hype zu spüren. Moment. Machen wir Folgendes. Oh. Da hat man meine Downloadliste gesehen für die News. Ups. Wir machen es einfach nochmal. So why'd you leave Boston? Danke, Groundfan. Danke für den Like. Dankeschön. I've been on quite the adventure, little brother. I reckon it's got something to do with that girl. World It's got Premiere. everything to do with that little girl. You know, I've never been this close. It's the outside. So is that everything you hoped for? Can't be any worse out there. Ja, Alter, ich hab so Bock auf das Remake. Once upon a time, I had somebody that I cared about. Mit dem In this DLC world, übrigens. That's good for one thing. Get you killed. I can take care of myself. How many close calls have we had? I get into trouble down there. You make every shot count. I got this. Hope you know how to use that thing. I've had some practice.
Ist mir scheißegal, ob ihr das unnötig findet. Ich freue mich drauf und ich werde das durchballern. Ich hab da richtig Bock drauf, Alter. Ich spiele auch nochmal Resident Evil 4 Remake. Ich spiele alle Remakes. Scheißt mich zu mit Remakes. Ich hab Bock da drauf. 70 Euro dafür zu verlangen, ist einfach nur frech, finde ich nicht. Ist ja komplett neu programmiert. Ist mir scheißegal, Alter. Resident Evil 4, die sollen mir noch den 5er geben, nochmal überarbeitet. Die sollen mir, Alter, Turok nochmal geben als Remake. Ey, würde ich das feiern, ey. Oh. Ja, später auch für den PC. Also, jetzt fängt Sony offensichtlich an, die Spiele schon früher für den PC noch zu bringen, ne? Ashley ist komisch. Vielleicht stirbt der Ashley in Resident Evil 4 Remake. Die haben gesagt, da wird was passieren. Storytechnisch. Alter, genau. Dino Crisis. Wär Bombe. Dino Crisis wär Bombe. Oder Leon sagt, ja. Ja. Kommen wir in Sunshine Remake. Ach, Robert, ey. Okay, Leute, ich mache nochmal den ekelhaften Bait. Kanalmitgliedschaft 99 Cent. Ihr bekommt die NerdNews und die Nintendo News Werbe- und Placement frei. Und ich bin am Überlegen, einen höheren Tier einzuführen für 3 Euro und dann bekommt ihr auch alle Premium-Podcasts. Das ist dann halt so eine Sache, die würde ich dann noch einführen. Aber die kann ich nicht unter 3 Euro rausgeben. Weiß nicht, ob es da Interesse gibt, aber es gibt ja auch Leute, die kein Spotify haben oder so und die sich auf sowas auf YouTube anhören. Wird Zeit für The Last of Us Part 3. Oh, das dauert noch. Armgehol ist echt teuer. Kostet fast nur die Hälfte. Aber hast dir gegönnt. Ja. Soll nicht demnächst eine PS5 Pro erscheinen? Nein. Für 5 Euro 6 Stunden Nachtstream. Mana-Bärchen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Ich freue mich. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Damit hat es sich gelohnt und wir haben noch 3 Minuten. Es tut mir leid, dass ich so baiten muss momentan. Es wird hoffentlich bald wieder besser. Stranger Things Fan 4, Dankeschön. Nochmal Glückwunsch zur Verlobung. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Welche Last of Us 1 Edition holst du? Es gibt Edition? Es gibt Editionen? Oh nein. Ich kann ja auch mal was machen, solange ich die schon... Das ist ganz lieb, Dankeschön. Vielen lieben Dank. Danke für die Glückwunsch zur Verlobung, auch wenn nicht nur jetzt auf die dunkle Seite der Macht wanderst. Nee, nee. Die Frau, die hält mich schon in Schach und andersrum genauso. Von daher. Special Editions, das wird teuer. Oh ja. Was ist denn die Firefly-Edition? Gibt's da eine Figur zu? Wenn da keine Figur dabei ist, ist es nicht meins. Wisst ihr schon, wie lange ihr verlobt sein wollt? Nee. Wir warten immer noch auf Unterlagen. Tetris Remake. Alter. Und Madeline Ford. Tier 3. Vielen Dank. Vielen lieben Dank. Ja, die sollen mich mit Remakes zuscheißen, Alter. Die sollen Turok 1 nochmal remaken. Turok 2. Meinetwegen nochmal ein richtiges 3D-Remake von Resident Evil 1. Nintendo-Station, Grüße. Hexen-Remake. Alter. Hexen wäre auch geil. E.T. Indiana Jones. So, Leute. Wir haben noch 20 Sekunden, dann schalten wir die Szene um. Dann sehe ich aber trotzdem alles hier noch im Chat. Also nicht wundern. Aber wir haben hier ein Design,
was sich ausschließlich auf die Präsentation konzentriert. Drachengame-Remake, ja. Neues 3D-Wario wäre geil. Alter, jetzt müsste erstmal wieder ein 3D-Mario kommen. Aber ich behaupte, Zelda, Mario Kart und Metroid werden Cross-Gen-Titel für die nächste Nintendo-Konsole. So, ihr habt das als erstes gehört. Und ich würde sagen, es geht los! Drakan. Alter, da hast du aber auch einen Punkt, ey. Nerdy ist jetzt offizieller Reddit-Leaker, ja. Da Nintendo nicht auf der Liste aufgetaucht ist, gehe ich nicht davon aus, dass heute irgendwas von Nintendo kommt. Aber mal gucken. Vielleicht gibt's ja Überraschungen. Oh nein. Wir könnten irgendwelchen Content offensive finden, Leute. Zieht euch aus, macht euch nackig. Es geht los! This is Summer Game Fest, a live showcase of what's next in the wide, wide world of video games. We are live here in Los Angeles, so whether you're streaming from home or watching inside an IMAX theater, welcome to our showcase event. Over the next few hours, we'll give you updates on the games you love. Next few hours? Special developer guests, and yes, have a few surprises along the way too. Now, what I love about this show is that it's a true cross-industry showcase. Whether you play on Xbox, PC, PlayStation, Switch, or mobile, we'll have games Ich hoffe, das ballert uns hier nicht gleich die Ohren weg. Your platform of choice. We're all here to come together as one community that simply loves the art of amazing video games. Die Volver kommt 12, ja. Are here like Call of Duty. You'll get introduced to exciting new worlds and new teams, and we'll make room for small independent developers who we think deserve the spotlight too. If we do this right, hopefully you'll discover a few new games to put on your wish lists. And even if you don't get every announcement that you desire, and let's face it, you're not going to get everything today. Wenigstens hat der Switch a lot of great stuff. So let's get started. Over 30 years ago, Capcom Street Fighter hit arcades. Oh, neues Gameplay-Material zu Street Fighter. This legendary Japanese fighting game series has continued to evolve. Street Fighter 6 is coming in 2023, and right now, we're excited to officially confirm a character coming to the game and show you the exclusive first gameplay footage. Enjoy. Komm, Ken. Es muss Ken sein. Es muss Ken sein, Leute. You won't know what hit you. Let me have some fun. Let's get this mission started. Ja, geil. Auch in alt. Und noch breiter. Geil. Ich wette, die alten Charaktere haben jetzt alle einen Bart. Außer die Frauen. Naja, vielleicht auch die Frauen. Alter. Das Gameplay von Street Fighter ist immer noch beste, ey. Da kommt nichts dran. Alter, der Grafikstil ist aber mega, oder? Also Capcom, so die letzten Jahre so zu Street Fighter, Resident Evil 5 und 6 Zeiten war so, aber die machen sich echt gerade wieder. Wo ist seine Sonnenbrille? Der hatte doch nie eine Sonnenbrille, oder? It's all about the comb. All right, next it's time for a brand new game announcement here at Summer Game Fest. Check this out. World Premiere.
Alter, ist das Alien? Sergeant Leo Alvarez of the CM-Leth Recon Squad. Our mission was to enter the Tantalus base, locate the ComSat relay, and bring it back online. We found the relay, but there was a problem. Get that door closed now, Private. Close that gate. Nothing gets in here. Wird sich Kev jetzt einnässen. Ray didn't Und make it. Axel auch. Releases of One Piece. Nee, das ist Alien. Willis, take Kommt the echt ein neuer Alien. Kommt endlich mal nach Alien Isolation. retreat. Willis, open fire. Go, go, go. Alvarez, through that door. Hold that door, Sergeant. Son of a... Bitch. I don't know what I saw in there. But I know when I close my eyes, Warte, war ein Conquest-Bell? Ja, klar. I still see it. Now everyone's dead. And someone needs to know. War leider nur Render-Trailer. Also wir... Oh, nee, doch nicht. Leute, ob das... Was, ist das ein Strategiespiel? Rundenstrategie? Das habe ich jetzt gar nicht erwartet, That so. was Aliens Dark Descent, and it's coming in 2023 to console and PC. Next, Zurückgeplay, 2 so. years ago at the Game Awards, we revealed the Callisto Protocol from the creative forces behind the Dead Space franchise. Today, I am thrilled to get to show you the first raw gameplay alongside its creator, Glenn Schofield. But first, here's the quote-unquote Schofield cut of the brand new trailer with a little more gore. Little bit more gore. Ich weiß gar nicht, ob sich Alien Isolation gut verkauft hat. Take a look outside. Did you know that they call Alter, Callisto-Protokoll hab ich so Bock. Dead. Just like you would have been if I hadn't fished you out of that wreck. So whatever you're Aber das ist der Trailer, den wir schon in der State of Play gesehen haben, oder? That's your old life. You gotta let that go. Because your new life is entirely in my Ja, Brutalität, wird noch spannend werden. Wenn jetzt gerade die USK wieder so ein bisschen ausflippt. rebirth. I just love that last part. Gives me chills every time. Ja, also die USK-Entscheidungen sind halt so. Ist aber ein erweiterter Trailer, oder? Ja, auf jeden Fall. Es sieht halt aus wie Dead Space, es tut mir leid. Hätten sie Space Dead genannt, dann wäre das auch okay gewesen. Alter. Welcome to your new home. Das Einzige, was er nicht hat, ist die Kanone, wo er Beine und Arme abschießen kann. Kopfschmerzen. Nee, der hat keine Kopfschmerzen mehr.
That's right. We know what you wanted to see. And joining Ich me dachte now, jetzt, da Glenn steht Reggie. Schofield, Striking Distance. Glenn, first of all, congratulations. This game looks absolutely incredible. And I got to say, the fact that you have built this team, this studio, new IP, shipping this December, all in COVID, blows me away. So congratulations. Yeah, thanks, man. Thanks for having us. I really do appreciate it, Jeff. And, you know, for a second, just give me a second. You know, I want to thank you for all you've done for the game industry all these years, man. I think I've known you like 16, Wollte nur noch 17 Handy mit years PS3 now. verbinden. And you've been an ambassador. You've amplified new games, new studios. Es ist halt Dead Space, es tut mir leid. I really do appreciate Wenn die jetzt noch irgendeine Kanone haben, die Laser verschießt oder so. I know, but I appreciate that. Thank you so much. And yeah, it's so fun to do these shows and to show this game. So people saw the trailer, but what I'm so excited today is that you just brought a raw gameplay sequence. This game is in development, and people are going to be blown away, I think, when they see it. But tell us a bit about what are we going to see today? Yeah, we got a couple minutes of, like you said, like raw gameplay. It's 2 segments in the first half of the game. One is a med bay, another one is a power station. Sieht man heute was zu Monkey Island, ey, das wäre so geil, ne? Hätte ich so Bock New drauf. enemies, some brutality, some just about Callisto hat everything. irgendwie eine geile We're showcasing Atmosphäre, a aber new, Dead Space ja auch weapon schon. called the grip. It's like a gravity gun, but it picks up the enemies and it shoves them into giant fans. It rips them apart. It's great. And then check out the nice ending we have, where we we usually will kill our main character Jacob, and in a very unique way. Schön. And, Freut sich just for drüber. a second, I want to thank the team, man. Like Das you ist auch said, der Dead through Space COVID, Erfinder, through ja, everything genau. else, the dedication, the hard work. You guys are amazing. Ich mag die Thank you Bühne very much. übrigens. Oh, well, Die hätte ich Glenn, auch, I gotta da würde ich say, auch gerne and, mal moderieren, ey. What you guys are shipping this year, this looks like a world-class next-gen game. It's rare that teams are bringing something out like this year, and let's let the footage speak for itself. Thank you. Glenn Schofield, Striking Distance. Here it is, Auf the jeden Fall, first Thomas. gameplay of the Callisto Protocol. Gameplay! Wow, sieht das geil aus, ey. Oh, ich freue mich so auf die Next-Gen-Spiele, ey. Ich hoffe, ich scheiß mir im Stream nicht ein. Die typische Story, hey, wir machen Menschen zu Biowaffen, da geht bestimmt nichts schief. Wir gucken gerade The Walking Dead, da geht eine ganze Menge schief. Wobei, was die Ursache ist, da sind wir noch nicht. Wir sind erst Staffel 6. Kann man mit Gliedmaßen abschießen? Man kann Gliedmaßen abschießen. Tut mir leid. Steroide Fighter. Nice. Ich sehe, wie man auf die Idee kommen würde, dass es ein Dead Space ist. Also das Einzige, was sie jetzt aktiv verändert haben, ist der Lebensbalken vom Rücken auf den Hals zu setzen. Es gibt kein Interface, man kann Gliedmaßen abschießen. Der Anzug ist 1:1 dasselbe. Aber es sieht geil aus. Nachtreten tut man nicht. Ach, guck mal, man kann Gliedmaßen abschießen. Oh. Ups. Und man hat offen... Alter, ruckelt! Ruckelt gleich nochmal ins Reißbrett, das Spiel. Das geht ja gar nicht. Oh my God. That just happened. All right, moving on. This October, Call of Duty Modern Warfare 2 arrives. Infinity Ward is once again returning to its roots for a modern-day action game,
And today we're about to show you the world premiere of its gameplay with a level playthrough. To tell us more, let's head to the port of Long Oh Gott, in Beach VR würde ich das nicht spielen. Johanna Ferris, the head of Call of Duty. In VR kannst du mich jagen. Hi everyone. In Geht's ihm 2019, gut? modern warfare changed everything. And on October 28th, we usher in a new era. Sie will jetzt auf eine Apple-Präsentation oder was? Modern Warfare 2. We are back, we are bigger, and we are bringing the entire team. Price, Gaz, Soap, Alejandro, and of course, Ghost. We needed a stage big enough to debut Call of Duty in a whole new way, inspired by the world we're about to enter. Oil rigs, cargo ships, and staggering odds are just the beginning. Here is Modern Warfare 2. Ich bin noch verstört. Natürlich kommt das auf den Rechner. Eyes in the ring. All right, that's our target. Shadows 1 and 2. Push to your hook points. Let's invite ourselves. Das ist ja kein Remake, oder? All stations, ship is visual. Copy. Press for assault. Stay on comm. We board. Fair Clear. Force Disarm Advertising. that missile. Be ready for anything. This could be a trap. Meine so Umgebung und so und auch die Charaktere sehen mega geil aus. Nur die Gesichtsanimationen sind ein bisschen Uncanny Valley. Und wir hatten gerade Pop-Ins. Aber sonst machen die schon, also grafisch machen die schon einen nicen Job. All shadows, the missile is on this platform. I want full containment. Got 3 AQ internal. Die beste Fisch-KI. So, cut right clear through. Da kommt er wieder mit den Gesichtsanimationen. Ja, ist doch so. Die versuchen einen auf realistisch zu machen und die sehen halt aus wie Knete. Und dann guckt ihr Last of Us 2 oder 1 jetzt an. Ja, das ist halt so. Aber ansonsten, der Rest sieht geil aus. Room clear. Coming out. Shadow 1 moving to the south. Naja, auf jeden Fall braucht ihr keine Massage mehr. Stream-Liken nicht vergessen. Genau. Oh, das macht schon was her, finde ich. Gefällt mir das Gameplay. Hat eine schöne Atmosphäre. Klatsch. Balcony door undone. Oh, die sind tot. Sorry. Ghost, we're moving to the main deck. What's your status? Boarding the ship with Shadow 3 now. Roger that. Also eine Singleplayer-Kampagne kann man schön in einem Bonus-Stream machen. Weil wie lang geht die Kampagne? 6 Stunden? Also bei mir 10, aber... Schon was verpasst? Gameplay von Callisto-Protokoll und Street Fighter 6 Gameplay mit geil. Shadow 1, Ghost, visual on flares coming from the ring. What's your status, over? Ghost, they're signaling the ship. They're gonna launch. Ich spiele auch nicht mehr so viele Shooter, ey. Ich habe als Kind nur Shooter gespielt. Nur. Wirklich. Durchgehend. Aber mittlerweile gibt so viel Geileres. Aber für zwischendurch... Wie die roten Fässer... Ich wollte gerade sagen, wie die roten Fässer explodieren nicht. Dragon dann trotzdem 4 Steuer.
Ja, wir kennen ein Grundprinzip. Rotes Fass muss explodieren. Dragon, danke dir. Und dir auch viel Erfolg. On that damn ship. Actual, we got a problem. Missile is armed. Controls are somewhere on the ship. You have your orders, son. Stop that launch. Ja, der muss aber gute Handschuhe haben. Spy gibt schon den News dazu. Secure those controls. Stop this missile. Yep. How do we board? Take the ramp. Hold tight, Sergeant. Ach Mensch, wir sind über 500 Zuschauer, da müssen natürlich die Pornbots wieder reinkommen. Ah. Let's have ourselves a gunfight. Missile controls are on the bridge. Have to stop the launch. Alles gut, Spy. Ja, das ist denn so ein bisschen Uncanny Valley, ne? Reload! Das ist immer so geil, dass KI und Mitstreiter immer schreien, ich habe keine Munition mehr! Aber wehe, der Gegner bekommt das mit. Nick, ich wünsche dir was. Schlaf gut. Dankeschön für die Likes. Danke. Visual on bridge entry. Check it. Controls are internal. All right, stand back. Shadow 1 going explosive on bridge entry. 3, 2, 1, execute. Pre-order now and get early access to the open beta. Okay. World premiere. That's what we're talking about. And joining us now, up from Long Beach, Johanna, great to see you. How's everything? It's great. Thanks. Great to have you with us. And also Jeff from Infinity Ward. So we saw the first gameplay. Thanks for that extended sequence. Looks incredible. Jeff, tell us a bit about that mission. Where is that set in the game? What are we seeing there? Absolutely. So first of all, we're really excited to welcome back Captain John Price and hoffe auf etwas zu Sonic Frontier. Ich hoffe, die zeigen die Level, wo man rein kann, weil die Open World oder die Hub World von Sonic Frontiers, they're returning members from 141, and then the other two characters where you may recognize from the older franchise that we're reimagining are Simon Ghost Riley and, of course, Soap John McTavish. And then a couple other new characters in here that we're really excited that we got to create for this game. First, Commander Philip Graves and Mexican Special Forces Colonel Alejandro. And Alejandro, I gotta say, it's a character we're really excited about. He's a guy who's super capable and a guy who's just as important as Task Force 141. But as far as the level's concerned, you know, I got a shout out to IW. You know, this was a tremendous collaboration across all of the different disciplines. As you saw, everybody coming together, some really motivated devs here. And, you know, you saw the wind and the animations and the awesome sound design. And
Ja, ich brauche die Interviews ehrlich gesagt auch nicht. Also für mich, bei mir kommen immer am besten die Shows an, wo Trailer an Trailer geschnitten ist. Aber, naja, es ist halt so die Main-Show im Jahr, da sollen halt die Entwickler auch mal drankommen. Und das verstehe ich schon. Also, I'm so excited that we get to show it off today. And that's just a hint of where things are going to go. Johanna, tell us a bit about Call of Duty overall, Modern Warfare 2. Obviously, you know, we're so excited that it's back this year, but you've got lots going on across Call of Duty. What can we expect from you guys this year? Yeah, we, first of all, thanks for having us here. We're just so excited for October 28th. Die Amerikaner sind immer excited. For Modern Warfare 2. And everything that Jeff and the team at Infinity Ward have built, but I'm so excited step change, what we're calling a transformational moment to be here. Franchise. Oder so. You're going to see incredible rendering, incredible graphics, all the things just within the game itself, built all on one shared engine now. Das könnte ich aber auch raushauen. Ey, ihr seht fantastische Grafik und fantastisches Gameplay in der Engine. Warzone experience. We're Ja, affectionately calling it wo denn Warzone sonst? 2.0. There will be a standalone experience. Alter, Nintendo-Station. Vielen lieben Dank für dein Tier 2. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Feed the entire community there, but all eyes on the 28th. And again, I think the collaboration's just been incredible. Everybody's so excited for Task Force 141. Warzone coming to mobile as well for players on the go. We're on Steam, as you know. I mean, yeah, so mobile. And there's gonna be Dafür sind wir hier, Leute. In the months to follow. Well, before we leave, we got to ask a little bit about Warzone 2. I know we just, you know, we're showing gameplay here on this, but can you tell us anything? There's a little bit. It seems like there was a little bit of a tease maybe in the trailer yesterday. Yeah, and we're seeing that from the community. We love when the fans can pick up some things. Aber vielen lieben Dank für die ganzen Mitgliedschaften. Wir sind innerhalb der E3, Non-E3, von knapp 90 Mitgliedschaften auf jetzt 104. Dankeschön. Nochmal ganz großes Dankeschön. Hilft mir wirklich weiter. So, jetzt gehen wir schlafen. Oder spielen irgendwas. All right, well, we're looking forward to October. Need for Speed Trailer heute. First look at the gameplay. Das wäre Call auch of schön, Duty, ja. Modern Warfare 2. Thanks, Johanna and Jeff. All right, well, we've got lots more Summer Game Fest still to go, and now it's time to announce a classic PC gaming franchise is coming back with a sequel over 30 years after its first release. I loved this game when I was growing up, so I'm honored to share this very first look. World Premiere. Alter, was? Kommt echt ein Nachfolger zu... Wie geil ist das denn? Remakes! Gebt mir doch mehr Remakes! Flashback, genau. Warum fällt mir der Name nicht immer ein? Flashback 2. Irgendwie 30 Jahre später. Geil. Och, dieses Jahr noch. Geil. Ein Blizzard okay. Back in 2017, we announced Witchfire at the Game Awards. Almost 5 years later, I am so excited that the team at the Astronauts in Poland has put together an in-depth look at the gameplay of this dark fantasy first-person shooter, which will enter early access soon. I am so excited to play this, and I bet you will be too after you see this. Alter, der besondere Dende, vielen lieben Dank auch für dein Tier 1. Dankeschön. Es ist so excited. Was ist das denn? Fallout? Oder... Nein, das ist nicht Fallout. Alter, Terror Kitty, vielen Dank auch für Tier 1. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Danke. Da haben wir doch unser neues Hexen. Sieht aus wie Hexen. Ein bisschen moderner natürlich, aber schlecht aussehen tut das jetzt nicht, das Ding. Ja, okay, die grüß dich. Ja, vielen lieben Dank.
Und viel Spaß mit der werbefrei und placementfreien Nerd News und Nintendo News. Bis jetzt hast du noch nicht die Gesichtsanimation gesehen. Das stimmt. Da müssen wir nochmal einen kritischen Blick drauf werfen. Alter Toni, vielen Dank. Vielen Dank fürs Verlängern. Dankeschön. Ja, sieht aus wie Hexen. Sieht einfach aus wie Hexen und modern. Und Witchfire? Na? Schon schön. Sah schon fluffig aus, das Ding. Okay, next up comes an ambitious new game from a new independent studio in Europe, starring some very familiar names. Resub, Enjoy Baby. this world Und Krone, premiere vielen new game Dank. announcement. Dankeschön. World Premiere. Irgendwann kriege ich das hin. Aber davon muss ich wahrscheinlich vorher saufen und Officer Taylor, rauchen. Medlog 29. Today, I can't believe what I saw. Solace, everything okay in there? Returnal Männer-Edition. Oder Doom. Sieht aus wie Doom. Sieht aus wie Doom 3 Remake. Ja, irgendwie schon, Franz. Noch mehr Horror! Aber ohne Shooter oder was? Das ist natürlich auch geil wieder. Something is going on here. And I need to find out what it is. That's something brand new, and look who it is. Troy and Roger in person. Guys, this is so fun, the fact that you're working on a Freu game mich auf die together. ich auch. What a cool team up. Welcome to the show. Good to be here. I got to ask you guys, who are your characters in this game? Well, I get to play a character named Wyatt Taylor. Das Gute ist, die Interviews kann man mal ein bisschen zum Selbstlabern. Das sah schon geil aus, ey. It's the epicenter of this mystery that we'll discover and uncover as we go through the game. And of course, my character will Troy be at Baker. times in opposition with Roger's character. Die Wishlist. Ey, die Wishlist ist gar nicht mal so unwichtig. Yeah. Oh, man. We can't wait to show you. Die Wishlist ist gar nicht mal so unwichtig. Jeff, this looks awesome, man. It's so great to be Heiko, here. ich grüße dich. It's so great that you're in another game. I mean, it's feeling like this is your first game. Irgendwas since Gutes verpasst. Ja, Forzo, das sah ganz geil aus. Alter, Berliner Zeitung, vielen lieben Dank für 10 Euro über Stream Elements. Dankeschön. Vielen lieben Dank für den Support, Leute. Danke. Und ich glaube, wir haben heute einen neuen Rekord aufgestellt. In einem Stream 8 neue Mitglieder. Ich verneige mich. Vielen lieben Dank. I gotta ask, Dankeschön. I think a lot of people will see this thing and they'll probably wonder, it's a new team, Danke. right? Independent studio in Europe that's making this, but with huge production values. I'm curious, how did you guys get attached to this? Tell us a bit about the background. I will say that 2020 to me was the most impactful year for games. It was the first, obviously we had this unprecedented event with the pandemic. 2020 war das meiste impactful year for games? It was also brand new consoles. We had more tools that were being made available that were leveling the playing field between the AAA studios and the indie studios or the AAA studios. Berliner Zeitung just like anybody else, we got reached out. James Tinsdale with this brand new studio said we'd like for you to consider being a part of this game, and he walked me through a very brief description of what Dominik, the vielen experience Dank was going to be like. And fürs Verlängern. Dankeschön. Dankeschön. We want this to feel it's a tight thriller. We want it to feel like Vielen Dead Dank. Space meets Duncan Jones' Moon, and I was like, sign me up. I'm into that, absolutely. And full performance capture and everything. Yeah. Absolutely. New studio, brand new energy, and of course, I get to work Ich glaube, with der one of raucht the best eine in the zu viel am business. Tag. And me. Brand new energy. Getting to see this guy and watch him in action. I love to work, and I love
the challenges and all the new innovations that this 2020 war noch kein Elden Ring. Can't wait to show you what we've been working on. I think it's gonna I guess I've seen some of the behind the Alter, scenes. Schlomo, vielen lieben Dank auch hier. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Can you give us a hint about Leute, großartig, the gameplay? wirklich. Like, what are we gonna Ich do in weiß. this game? Alter, The verbs are Hydro. always important, so we're going to let the game speak for Dankeschön. itself. We'll be showing you more later on, but this is a Europa game ist we kein use as a Land, player. wissen die You're gonna Amis be halt nicht. exploring, Ja, ja. we're going to be discovering. Like we said, it's a very tight thriller. So you're moving very fast-paced Das through war ja this kein world. There are Shooter. multiple locations, multiple ways for you to traverse, which we're excited to show you about. And then the narrative is a huge element to this. They didn't waste any resources on the performance for sure. I got to tell one quick story, if I can. That was one of our favorite moments. There is a lot of action in this game, and that was at the forefront of this. And to speak to the performance Hashtag capture aspect, we got Gruppenzwang. an Richtig. incredible, I gotta give a shout out to Nathaniel, our 587 Zuschauer, Gruppenzwang. and really approached this in a completely alles different gut, way than vielen anything Dank. I've ever done Dankeschön. before. And he says, I want to know the story of this fight. And so Roger and I sat down. We Kommt said, jetzt noch. these are who our characters are. And Alter, he goes, "Give me 1 hour and I'll 3,14. come Vielen lieben back to you Dank. Und with the Alex, story of this Tier fight." 2. And Vielen after lieben an hour, Dank. he comes to us and he goes, it was like Alter, a, ihr like seid a verrückt. recovery program. It Dankeschön. was Ich 12 weiß, steps. es sind so And gerade he walked krasse us through this Zeiten so, incredible deswegen bin ich fight. umso And I was dankbarer like, noch halfway dafür. out, Dankeschön. halfway through, I started tuning Ich him habe out, heute and I was like, hey, Chivapchichi man, I gesehen got für no ego about this, but 11,99 I can do a €. lot of things, but I can't do this. And he grabbed me by my shoulders and he says, oh, you can. Für wie You viel will. Retroplay And it's going sitzt to in be Deutschland, glorious." Nutzer? And we did. And we it's did. like a dance. There was a lot of trust, and it worked out. Yeah, I mean, We're big, excited big about it, stunts. I mean, this is so cool. Gab's to schon was see zum as Joho, an ne? independent studio doing this, teaming up with you guys. We can't wait to see more. Troy, Roger, thanks for joining us. Lecker? Here. Naja, Thank you. Chivapchichi kosten Very noch, much, also guys. wo All ich right. die gekauft Next habe, up, haben die keeping up with the 3,49 space theme, gekostet. It's time to world premiere a very exciting new World game, premiere. which will feature a musical score by industry legend Mick Gordon. This one is going to grab you, and we are so honored to debut it. Der sieht wesentlich besser aus als noch bei den Game Awards. Da sah der richtig fertig aus, der Mann. Noch mehr Horror! Gib her! Weil die Preise in Dollar angezeigt wurden bei mir. Okay, nee, also Retroplay sitzt in Deutschland. Und die meisten Leute, die da verkaufen, sitzen auch in Deutschland. Das wäre mir jetzt... Das ist ja eigenartig. Horror Games Fest. Soulcalf geht gerade richtig ab in seinem Stuhl. Alter. Dave Martella, vielen lieben Dank auch für Tier 1, Alter. Was ist, Leute, los, Leute? Vielen lieben Dank. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Und viel Spaß mit der werbefreien Nerd- und Nintendo-News. Dankeschön. Roboter finde ich gruselig. Oh Gott. Oh Gott. Ja, moin. Xbox und PC. Und im Game Pass. Doesn't that look great? That was routine coming to Xbox and PC. It was first announced a decade ago and is now officially back. I can't wait to see more. Und wann? Now it's time to check in with a very special guest who's been in his fair share of video games, including most recently Fortnite as the foundation. Dwayne Johnson, welcome to Summer Game Fest. How are you? Ach echt, Martin? What's up, everybody? Ja, moin. And what's up, Jeff? And what is up to the Summer Game Fest audiences? Alex, vielen lieben Dank für das Upgrade auf Tier 3. Dankeschön. And everybody inside the epic IMAX theaters. Dwayne Johnson here, coming at you from my Iron Paradise, the very hot and sweaty and smelly Iron Paradise, powered by, of course, Zoa Energy, the #1 fastest growing energy drink in the game. Und wieder eine halbe Million mehr auf dem Konto. A lot of nicknames. The Rock, La Roca in Spanish, Uncle Handsome, sexiest man alive, Big Drink Energy. Always room for a cheesy joke. There's always room for the extra large cheese pizza, especially when I'm delivering, and I deliver them often. You guys also know me as the greatest
and most electrifying surprise in gaming that happened. You know me as the Foundation. Das ist halt eine schlechte Kopie, ja, genau. Der Mann hat ein bisschen mehr Fett. Nein, umgekehrt, weniger Körperfett als ich. Working with Epic Games and the teams over there, and we cannot wait to show you what we have in store for the future. And speaking of the future, in the future, you will also know me as Black Adam. Black Adam, as millions of you know around the world who know the Black Adam mythology, he is ruthless, he is unstoppable. And for those who don't, I always like to say a quick tutorial is this. Black Adam has the powers of Superman, but the only difference, well, there's a few differences, but one of the biggest differences Mehr Fett auf dem Konto, auf jeden Fall. Magic, and Black Adam's one of his superpowers. Und der zahlt bestimmt auch weniger Steuern als ich. Mit seinem Gehalt. October 21st, I cannot wait for you guys to see Black Adam around the world in theaters only. And you guys will finally see the hierarchy of power in the DC universe change. It has been an Was labert er denn da? Ich hab nicht zugehört. It is a role that's in my DNA and that I was born to play. I was born to play the Man in Black, and I'm honored to show it to you guys on October 21st. So until then, stay healthy, stay safe. Er hat gerade mit Energy Drink Keep having fun. DC-Film, neuer Film. Ja, aber was... Enjoy your gaming, and I'll see you down the road. This is Black Adam. Ah, dankeschön. Da macht er mit wahrscheinlich. Okay, jetzt habe ich's verstanden. Ups, ich war ein bisschen abgelenkt von seiner schönen Schulter. Boah, Pierce Brosnan. I was a slave until I died. Then I was reborn a god. Now I kneel before no one. Jawohl, The Rock als Superheld. Ja, man spricht schon eine ähnliche Zielgruppe an, ne? That's up to you. Behind you! Did he just catch a rocket? He caught a rocket. All black anything, you know my fresh coat. Benny! Der nächste, vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank. 15 neue Mitgliedschaften, Leute. Ihr seid krass. Dankeschön. Und über 230 Likes. Dankeschön. Oh, was haben wir denn da? Ich glaube, es ist... Achso, es ist so eine Trailer-Übersicht. Gut. Alter, Outriders hat voll Spaß gemacht. Wirklich, ich hab's ja auf dem Event gespielt, was ich damals aufgenommen habe. Das war echt nicht schlecht. Dankeschön, Benny, dankeschön. Das hat noch gefehlt. Also ein bisschen Hans Zimmer muss schon sein, ja. Endgame Reveal, okay. Also Outriders kommt auch zum Schluss, ja. Oh. Ich dachte, jetzt kommt One-to-Switch, der Nachfolger. Jetzt darf ich aber ganz kurz ein bisschen... Ich dachte, jetzt kommt wirklich dieser scheiß One-to-Switch-Nachfolger. Eieieiei. Oh, jetzt hab ich aber... Das wäre...
schon wieder gedacht. Das war wohl das Nintendo-Segment. Mal ganz kurz Angst gehabt. Ey, nicht nur Angst. Ey, mit Freunden kann man das mal für eine Stunde spielen, auf jeden Fall, aber nicht für 60 Euro, es tut mir leid. Wow. Dafür haben die jetzt so einen riesen Trailer gemacht. Erinnert ihr euch noch an die ich glaube, es waren die Game Awards, wo er jede 2 Sekunden vom Fall Guys gesprochen hat. Philipp, erstmal kriegst du das nicht mit, dass der Bot sowas löscht. Und zweitens gibt's das schon in News. Dazu. Ich bin auch wieder Profi. Dazu. Discovery, this is Command. Storm's in your way. Prepare for extraction. Returnal, oder? Command, I'll do one Nee. last scan. See you soon. Over. Okay, hurry. Ich erinnere mich eher an den feindlichen Versprecher mit Gay. Gani, Grüße. Command, I may be onto something. Erinnert mich an den Dolby Atmos Trailer. StarCraft Ghost. Für jeden. Er hat gesagt, die nächsten paar Stunden, Miko. Ich weiß es nicht, wie lange das geht. I have it, Command. Repeat, I have it. Mission accomplished. Wer hätte gedacht, dass da noch was kommt, ne? Dragon's Dogma, oder? Burst, Grüße. Mir geht's gut. Hang tight, Doc. I've got this. Es gibt danach noch die Wolter. Bin schon lange. Ach ja. Ich meinte jetzt, dass sie. Ach so, ne, bring mich doch nicht so durcheinander, Burst. War mir jetzt auch gerade unsicher. Was bringt die Volva? Sicherlich wieder coole Indie-Games, aber die machen die geilste Show der ganzen E3. Also wer die Volva verpasst. Stormgate? Sah aus wie Blizzard. Wer die Volva verpasst, der hat wirklich was in der E3 verpasst. R007, Grüße. There you have it, Tim. Congratulations. Stormgate is real. We have a name and some details. So, first of all, congratulations on this announcement. We're so excited about the return of RTS, brand new franchise. What is a Stormgate, though? All right, so es kommt noch mehr Real-Time Strategy? open during a massive solar storm
Alter Silfbert, vielen lieben Dank für Tier 2. 16 Mitgliedschaften. Dankeschön heute. Danke. Kann mich wirklich nur... Und Benny, vielen lieben Dank für 2 Euro. Vielen Dank. Dankeschön. Yeah, we're unveiling our first 2 factions today, but there will be more. So the Human Resistance, and we saw an archaeologist from the Human Muss morgen auch früh auch wieder die Tochter zur Schule fahren. Cinematic, and then also the Infernal Hosts, who are these demon-like monsters who come Hat schon jemand nach der Mini-Nerd was gefragt? One thing everyone wants to know about, especially your background pedigree of the team, of, where do you want to push the RTS genre? It's something we've all loved for decades, but, opportunity for a lot of innovation. I know you're going to show us, I think, some hints of where you're going to go image-wise. Oho, der nette Verlobte. Ja. Masterlo, vielen Dank auch noch. Alter, Leute. So ein Daddy. Ja. Wenn ich mich mit der Frau verlobe, dann soll ich auch ein bisschen Verantwortung übernehmen, oder? Da kann ich ja hier nicht den ganzen Tag sitzen und stinken, so wie ich es vorher gemacht habe. For one thing, we're free to play, but no pay to win, no NFTs, nothing like that. Kein Pay to Win, keine NFTs. Bester Mann, kauft dieses Spiel. Wie ist das nochmal? Stormgate. We've got 3-player open-ended co-op, and we've even got 3 versus 3 Klar, wieso denn nicht? competitive multiplayer. But of course, we've also still got 1v1. Da bin ich nicht mehr lange verlobt. And as a little surprise, I think we've got some first kind of work-in-progress images from the game, right? Ja, das ist seine Verlobte, 31. Very much still being worked on, but some shots of actual assets that we're building in Unreal Engine 5. Kauft das selber. Wie ist das I love it. 2023, you said, for the beta, so people can sign up now, get ready, and I'm just so thrilled that there is a brand new RTS franchise coming from you guys and your background and what you did, at Blizzard and StarCraft. We're so excited about this team, Frost Giant. Thank you so much for Frost Giant, hat da nicht die ganze Zeit einer gefragt vorhin? Und jetzt ist er nicht mehr da? Awesome. All right, Wann ist die Hochzeit? Wissen wir noch nicht. Wir brauchen noch ein paar Dokumente und das dauert alles noch. Another indie game announcement that I'm excited to share with you. Highwater. Check this one out. World premiere. Good morning, Highwater dwellers. Highwater Pirate Radio, keeping you in the know with our flow. Alphaville authorities continue to deny false rumors that Alphaville elites are planning to evacuate Auswandern nach Polen? Nee. The one thing we can't deny. Die Gesundheitsversorgung ist in Deutschland schon besser. On a sunny day. Und ich gehe auf die 40 zu. Da kann ich nicht in ein Land ziehen, wo die Gesundheitsversorgung scheiße ist. Das sieht aber geil aus, das Spiel. Pit, Grüße. Lofi, 4,99, vielen Dank, Dankeschön. Für den großartigen Support heute, Alter. Ihr seid krass heute, wirklich. Also ihr seid immer krass natürlich, aber heute seid ihr besonders krass. Okay, die Laufanimationen sind ein bisschen komisch. Aber es scheint ein etwas düstereres Spiel zu sein. Alter, ich liebe Walking-Simulatoren. Macht meine Walking-Simulatoren nicht schlecht. Martha is Dead wollen wir auch noch im Stream spielen. What a breathtaking trailer. Highwater is an adventure strategy game set in a world ravaged by extreme climate change. Now, speaking of the world around us, the conflict in Ukraine is not far from anyone's mind, and it's impacted the development of games, including Replaced from Sad Cat Studios, a Belarusian studio with devs from Belarus and Ukraine. Da kommt meine Verlobte auch her aus Belarus. The team had long hoped to reveal a new trailer here today, but we're understandably unable to complete it in time. Guys, I just want to say we're thinking of you Nicht die and Martha, all the doch, developers Martha's impacted Dead by the ist geil. conflict. And hope to be able to share Ey, ich sehe immer mehr grüne Namen hier im Chat, ey. Das fühlt sich ein bisschen geil an. Next game is an official selection of the Tribeca Games Festival. It's American Arcadia, where you play Trevor, whose life is being televised with the viewing Trevor ist, glaube ich, eine population ziemlich arme Sau. up or down. When you become unpopular, you need to start running for your life. Check this out. Muss ich mir definitiv anziehen. Ja. Pit Jacobs soll am 15. kommen, die Director, aber ja, steht noch nicht ganz fest, ne? My grandfather, Elijah Walton. Ja, Corny Fish, das sind Amerikaner. The city of tomorrow. That dream is now a reality.
And that Wir kennen es doch mittlerweile is nicht anders. Arcadia. A 43-square-mile metropolis where each and every citizen enjoys a life of luxury and comfort. Broadcast live 24 hours a day, 7 days a week on every digital platform. American Arcadia. Grün ist die Farbe der Hoffnung. Control. Subject on the run on camera 4025. Interrupt broadcast immediately. Naja, über die Situation, ne? Ist schon schwierig gerade. Listen to me. We can't allow Trevor Hills to escape under any circumstances. Trevor, can you hear me? Be careful and don't make a sound. Don't worry. I'm going to get you out of there. Das sah geil aus. Apparently we've made it to the beach. 189 ist aber we've all nicer. been anticipating for a long time. There's trouble in paradise, and watch out, you don't want to get bitten. After many years of rumors, we finally get an update on this much anticipated sequel. Nee, die zeigen jetzt nicht was Neues zu Dead Island, oder? Als ob. Die zeigen wirklich was Neues zu Dead Island. Oder das ist jetzt irgendeine Verarsche und die bringen uns auf eine falsche Tour. Oder es ist Sims oder so. Und als ob die uns verarschen! Als ob die nochmal einen Nachfolger zu Goat Simulator bringen. Ach komm! Ach komm! Drei! Ach, schön, ey. Ah, gefällt mir. Ich dachte, da kommt jetzt Dead Island, ey, wie There you have geil. it. That was Goat Simulator 3, and it's coming later this year to the Epic Games Store. Now, last year, Marvel and 2K announced Marvel's Midnight Suns, a tactical RPG schön. for Firaxis Games, Ah, the studio schön. behind XCOM and Civilizations. Heroes from the Avengers and X-Men crossover with supernatural ones like Blade and Ghost Rider for a battle against Lilith, the mother of demons. Today, we've got to look at some new folks set to join the battle. Ich mag seine Moderationsweise. Ich weiß, nicht jeder mag den, aber ich mag seine Moderationsweise. Gefällt mir. Gab es auch Teil 2 eben nicht. Das ist ja das Coole. Ich wette, die machen dazu auch irgendwelche Pressemitteilungen, warum Teil 2 nicht mehr rausgekommen ist oder so. Alter, was ihr unbedingt spielen solltet, ist Guardians of the Galaxy. Das ist echt gut geworden. Das ist ein richtig gutes Singleplayer-Spiel. Mother won't hurt you. Typical Parker luck. I'm gonna need some backup. Kommt das nur auf PlayStation? Ist deswegen Spider-Man dabei? Alter, ist das die originale Mucke? Ist das gerade die originale Mucke aus den Filmen? Hä? Haben die sich eine Lizenz geholt?
Stell dir vor, du läufst den ganzen Tag durch die Gegend und brennst. Wie scheiße ist das denn? Nein, sehr ähnlich. Okay. Okay, der Trailer sah jetzt aber schon besser aus als das, was wir bisher gesehen haben. Kommt auch auf Xbox mit Spider-Man. Counting on you again, old friend. 3, 2, 1. That used to always work. Well, it did that one time. Wir hatten den Schnitt gemacht, Alter. Ich glaube, da muss jemand gefeuert werden. Cuphead! Oh, das kommt auch noch diesen Monat. Oh nein! Es geht wieder los. Es kommen zu viele Spiele. Oh. Joining me now is Maya Moldenhauer from Studio MDHR. So first of all, Maya, it's really coming? It's really coming June 30th on all major platforms. We are thrilled. Wow. Ja, natürlich. Ich bin auch total thrilled. Fans can't believe that this is here, and I've been lucky enough to play this actually on my Steam Deck last week, and you guys gave me a copy. This, I can't. Wie er damit rumflext, dass er das Spiel schon hat. Das Arschloch. I feel like you've amped up obviously the gameplay. It's difficult. Besser als zu wenig, das stimmt. The visual look, you guys have taken it even to the next level, which I didn't think was possible. Yeah, we absolutely did. I couldn't pinpoint one thing that we're proud of in this because we really honed our craft, took everything to the next level from animation, the backgrounds, the music, gameplay und ein Steam Deck. And of course, our new playable character, Miss Chalice. I'm very proud of her. Chalice Die Hose ist CGI. Even though this is Nein. it feels like it's its own game inside of Cuphead in many ways. It is. Mana, vielen lieben Dank nochmal für deine Mitgliedschaft und mach dir noch einen schönen Abend. Dankeschön. New territory, which is yeah, it's our biggest island yet. Super-sized bosses, lots of secrets to discover. Don't let any rock go unturned. Yes, and lots of challenge ahead. Well, I know you brought. I know you don't want people to necessarily have too much spoiled about the game, but you brought a little something. For a little something, yeah. It's brand new gameplay footage of one of our new bosses, Mortimer Freeze. It takes place in an icy arena and features some of my personal favorite attacks and transformations. We hope everyone enjoys it. All right, let's check it out. Cuphead, the delicious last course. Thanks, Maya. Alter, die haben so lange dafür gebraucht. World Premiere. Hey, Sunny, danke dir für 2 €. Vielen Dank. Und Benny auch nochmal 2 €. Vielen lieben Dank, Leute. Dankeschön. Es sieht schon wieder geil aus, ey. Jawohl. Zu salzig. Ah, Cuphead ist halt gut lernbar, ne? Das ist halt... Oh nein, was ist das denn für eine scheiß Superattacke, wenn du so nah an den Gegner ran musst? Also die fällt schon mal flach. Da hab ich keinen Bock drauf, Alter. Da verschieße ich lieber... die Kamehameha weiter. Cuphead ist gut lernbar. Also man braucht Geduld, aber wenn ich das sogar hinkriege... Even more Cuphead and who doesn't, tomorrow we will show you an exclusive look at Season 2 of the Cuphead Show when I co-host Netflix's Geek Week, which will include new show and game announcements. It streams at 10 a.m. Pacific, 1 p.m. Eastern. And that's not all. 3,14 Dead Island. Ich glaube, du hängst ein bisschen zurück. Showcase with IM8-Bit and Double Fine, then Devolver's Marketing Countdown to Marketing. Tomorrow, after Geek Week, there is the Epic Games Store Showcase at 11 a.m. Pacific, 2 p.m. Eastern, with news on Rocket League and the Tribeca Games Showcase. And Sunday, don't miss the Epic Xbox Games and Bethesda Showcase. Game Showcase with a look at the future of Xbox and Game Pass. Now we have some exciting news for Nintendo Epic Games Switch können wir leider PC nicht fans gucken. about Neon White, Oder vielleicht a game doch. where you play an assassin from hell Müssen wir mal gucken. who slays demons Nee, with a glaube ich, chance schaffe to ich nicht. ascend to heaven. World Premiere. Das ist das Spiel, was eigentlich auf der Direct gezeigt werden sollte. Also, Direct, wenn es die gegeben hätte. Aber ich glaube, damit hat sich die Direct gerade erledigt. Und warum nicht? Weil ich keine Zeit habe, leider morgen. Auf Twitter gibt es einen kleinen Plan von mir, Heiko.
Auf jeden, auf dem Stream Deck, so ein Word Premiere Button. You think you can win me over by showering Da sagst du was, Lofi. Good thinking. Ja, aber es sieht jetzt auf den anderen Konsolen schon so viel besser aus. Oh, ein neuer Patreon Unik. Wie nennt man das? Vielen lieben Dank für die 3 € Mitgliedschaft und viel Spaß mit dem Podcast. Dankeschön. 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 We've shown you lots of games today made by huge teams. Now it's time for a game made by a single father in Poland. Over the past year, he's brought on some help to bring his vision for a fast-paced action game, Midnight Fight Express, to life. Let's take a look. World Premiere. Ich glaube, das wird blutig. Get knocked down, get up again, that whole spiel. Well, it's time, partner. Time to rise up. Together. Sieht aus wie, wie heißen diese GTA-Dinger? Mann, ich hab wieder so Löcher im Kopf gerade. Midnight. Ist hier auch irgendwas mit Midnight? Hotline Miami, nicht Midnight Miami. Dankeschön. Nerdy, für eine Mini-Nerdwand verzeihen wir jeden nicht stattfindenden Stream. Joining me now is Megan from Digital Extremes to talk all things Warframe. Megan, how you doing? I'm so good, my fellow Canadian. I know. We got Wenn es wirklich einer alleine gemacht haben soll, ist das schon krass. Das stimmt, Simon. Grüß dich. Falls ich dich übersehen habe, grüße ich dich jetzt offiziell. Over the years, and I know right now, anyone watching on Twitch for more than 30 minutes, this show is going to get a special Twitch drop, right? That's right. I already ja, tanzende Protagonisten. So it's very exciting. She's right there, loud and proud. Protea. 30 minutes for watching. Thank you for letting us also bei tanzenden Leuten bin ich immer raus. Aber auch nur, weil ich nicht tanzen kann. Aber ich muss tanzen lernen. Ich muss tanzen lernen für die Hochzeit. Ich habe das indirekt gesagt bekommen. Oder vielleicht direkt gesagt bekommen. Ja. Well, I can't tell too much, but yeah, July 16th, 2022. It's a digital event again this year. Today, actually, we just launched the digital items for it. Schön zum Hochzeitstanz. Goodies, some really cool cosmetics, some merch, all that really great stuff went live today. But of course, the reason I'm here is to, you know, kind of debut. We have our Tenno live during TennoCon, which is our big reveal of the night. We usually do a little bit of a gameplay, a little bit of a demo, and I think a lot of people can suspect what it might be, but I'm here to kind of confirm deine Hochzeit livestreamen? Nein. That Tenno Live is going to show. And what is that? Can I say Hochzeitstanz war auch sehr anspruchsvoll. Okay, you're going to get your first look at the Duviri Paradox. Und selbst die Verlobte sagt, man kann nicht tanzen, sieht übel aus. But Duviri Paradox is going to be what Tenno Live is all about, and I'm so happy. The team worked really hard on the teaser you're about to see for it, and I'm just really proud and excited to show it. Awesome. Well, thanks so much for being here. Alter, wir sind fast bei 300 Likes. Vielen Dank. World Premiere. My child, my friend. Metal Gear Solid. What was done is done. New dangers. New choices await us now. Es gibt keine Ballettkleider, die mir passen. Das ist das Problem. Das geht leider nicht. For now, dream of who we were. Das kann sich ändern. And of who we have become. Gibt's doch bestimmt für mich, bestimmt. Aber nicht in meiner Größe.
Obenrum im Oberkörper geht's. Alter, Benny, vielen lieben Dank für dein Upgrade auf Tier 2. Mua. Dankeschön. Das hat mich jetzt mal gar nicht gejuckt irgendwie. Oh ja, Anime-Games. Ich sehe große Brüste und große Augen. Andersrum. Ich meine, nein, es geht gar nicht andersrum, weil beides groß ist, aber... ich komme da nicht mehr raus. Das ist fertig. Schnitzel, Nudeln mit Bratensoße. Nice, Andreas. Danke dir. Ich habe mit 138 Kilo... als sie noch hatte, in Tütü reingepasst. Dann geht das auch bei dir. Psst. Ruhe. Listen. You are in a daze right now. You don't know who you are, why you're here. Wie sie letztens sagte, jeder mag Boobs. In the near future, you will encounter many perils. Ich werde, wenn denn, im Anzug tanzen, Leute. Und wenn ich mich in einem Anzug sehen lasse, das ist schon... Weil ich besitze keinen einzigen Anzug. Das wird der erste und wahrscheinlich auch der letzte sein, den ich habe. Remember what you feel in this moment. As long as you know in your heart where you're heading, you will arrive at the end of the story. Borat-Anzug, ja, ja. Mit Zylinder und so weiter müssen die Geringverdiener erstmal aus dem Weg. Ich bin auch gerade Geringverdiener, Simon. Aber ich habe auch selbst Schuld. Der Ring war teuer genug letzten Monat. Nennt mich Kretin, aber die Anime-Games sehen alle gleich aus. Ich finde auch. Da bist du nicht der Einzige. Aber ich erkenne vielleicht auch nicht die feinen, aber kleinen Unterschiede. Als Man in Black. Ich werde einen blauen Anzug tragen. Ach so, natürlich. I'm blown away by what I've seen so far. It was announced a couple weeks ago, and it has the detail of Genshin Impact with a fast-paced action style. Here is the world premiere of a brand new look at Zenless's notable characters, armed enemies, and world of danger. World Premiere. Blauband. Dann Man in Blue. Und Gente K, vielen lieben Dank für den Follow auf Twitch. Dankeschön. Ich glaube, bis das Summer Games Fest wird sich damit überschneiden. Gönn dir einen geilen Anzug. Dankeschön. Und danke für die Glückwünsche. Alter, so ein dunkler lila Anzug würde mir auch passen, ey. Hätte ich auch Bock drauf. Aber das darf nur ein ganz bestimmter lila Ton sein, sonst sieht es gleich komisch aus. Aber ich glaube, es passt nicht zu einer Hochzeit. Nein, schwarz muss ich. Aber dann blau mit weißem Hut. Oder Bodypaint. Oh Gott. One of my favorite reveals last year was TMNT Shredder's Revenge. Alter, Release! All of the Turtles arcade games back in the day. Well, it's nearing the end of development, and the team wanted to use SGF as a way to reveal one exciting aspect of the game they've been keeping under wraps until now. Alter, Release! Nimm Pink, nein. Auf so eine Games habe ich Bock. Ach. Ihn gibt's auch, ja? Casey Jones, Alter.
Alter, die Mucke! Alter, Turtles in Time. Kann man zu 6 spielen? Jawohl, man kann zu 6 spielen. Wie geil ist das denn bitte? Da wird's richtig unübersichtlich. Ah, nice Burst. Gut zu wissen. Release. Ah. Release. Gameboy. Es kommt wirklich am 16. Juni. Es kommt in 7 Tagen. Scheiße. Oh mein Gott. Ich hab so Bock. Ich hab so Bock. Callisto-Protokoll kann man schon vorbestellen. Da ist er glücklicher als bei der Verlobung. Erzählt ihr das nicht? Nee, das ist nicht Saints Row. Super People. Final Beta. Okay, das ist dieses... Ah, wie hieß es? Nee, Termin gibt's noch nicht für die Hochzeit. Humankind, genau, dankeschön. Oh Gott, der Soundeffekt war ganz komisch gerade. Ich dachte, hier steht jemand in der Wohnung, Alter. Eieieiei. Wer macht nochmal das Switch Retail? Ich glaube Limited Run, oder? Wobei, nein, die Switch Retail, die normale, bekommst du ganz normal auf Amazon. Für 34,99. How far will you push humankind? Ach nee, die Kawabanga Edition habe ich vorbestellt. Nicht Shredder's Revenge. Aha. Okay. One Piece is celebrating its 25th anniversary this year, and Bandai Namco is bringing the mega popular franchise back to video games with One Piece Odyssey. Monkey D. Luffy and his crew of pirates are off neuer on their Trailer next zu adventure. One Piece. This trailer reveals the setting, a mysterious island where Luffy and his Straw Hat crew become marooned in this exciting upcoming JRPG. World Premiere. Kann ich mehr. The Straw Hat Pirates journeying along the Grand Callisto-Protokoll werde ich mir hoffentlich einen Code reingeiern. Hey, klingt wie Son Goku. Ist das dieselbe Synchronsprecherin? Nee, oder? Turtles im Game Pass, Shredder's Revenge?
Raffi ist gleich Krillin. Ah, okay. Filled with new encounters and hidden mysteries. Unravel the adventure that awaits. In an Odyssey beyond imagination. One Piece Odyssey. ここはあなたたちの記憶をもとに作られた世界よ。世界よ。This August, Soul Hackers 2 from Atlas launches, and we've got your first listen to the English voice cast with this quick new look. Und einen deutschen Voicecast wird wieder nicht geben. Ringo. Take my hand. Deutsche Untertitel wird es bestimmt geben, aber eine Synchro werden sie sich wieder sparen auf Deutsch. Leider. So that's our mission then. Save the world. With so many new games featured across SGF events, you might be wondering how to plan for your summer gaming dreams. NerdWallet can help you find the smartest credit card to reward your gaming purchases. NerdWallet.com. The Epic Mega Sale is going on right now. Save up to 75% off top PC titles with an additional 25% off eligible products. And it wouldn't be the Mega Erstaunlich Sale wenig Werbung bisher, full, oder? Featuring Maneater. Be sure to claim your copy before the sale ends on June 16th. Tune into the Epic Games Store Twitch channel for our summer showcase on June 10th at 2 p.m. Eastern, 11 a.m. Pacific. We're taking a look at new announcements and updates from PC titles heading to the store this year and beyond. Ist das dein Wallet? Da hätte ich wahrscheinlich mehr Geld auf dem Konto, wenn ich sowas founden könnte. Turtles wird ab $65 kosten. Naja, das sind halt wieder diese limitierten Dinger, ne? You nuts? Nintendo war die letzte Werbung. Ja, okay. Da hast du recht. Ja, aber ich glaube, die digitale Fassung wird nicht so viel kosten. Das ist dann halt wieder, weil limitiert und ja. Oh, Street. Fighting Street. Oh, Nintendo Switch. Oh, Rabbids? Nee, Mario Strikers. Schade, Marmelade. Hit with the unexpected in Mario Strikers Battle League.
In this no-holds-barred, soccer-ish sport, chaos reigns supreme. So, prepare to do whatever it takes to claim victory. So much fun, it hurts. Mario Strikers Übrigens gibt's Man-Eater, das was wir gerade gesehen haben mit den Haien, gerade im kostenlos im Epic Store. Könnte man eigentlich mal für ein Streamchen spielen, finde ich. Hi, my name is Carl and I'm a developer on Metal Hellsinger. You know how in some games where the music's really good, you feel compelled to move and shoot to the beat? But what if you had to? In Metal, the better you are at slaying to the beat, the more intense everything gets. And we have vocal performances from legendary artists like Serge Tankian from System of a Down. So while headbanging isn't mandatory, we do recommend it. Our demo is live now on Steam, Xbox and PlayStation platforms, so go check it out and slay to the beat. Alter, das ganze Spiel geht aber nicht so, oder? Da bist du aber nach einer halben Stunde durch, ey. Ich liebe die ruhigen Passagen im Song. Ah, schön. Ja, ich kann so eine Mucke ab und zu mal hören, tatsächlich. Aber ich glaube, wenn das der Soundtrack vom Spiel ist... Das ist jetzt Metal Hellsinger. Oh, es gibt eine Demo. Alter, wenn wir eine Pause zwischen dem Gamesfest haben und der Devolver Show, dann spielen wir das. That one was Metal Hellsinger, coming later this year from Funcom, a rhythm shooter with metal music. And right now, as I mentioned, a demo has launched on PC, Xbox, and PlayStation for you to play for free. Next up, a new game launches tomorrow. The Quarry from Supermassive. Ja, schon Bock. Quarry. Dawn stars David Arquette. Ich glaube, das müssen wir am Samstag dann spielen. And this is one of those binge-worthy teen horror entertainment experiences where your every choice shapes your story and determines who lives and who dies at a camp in upstate New York. Here's the first look at the launch trailer. Oh, Bock. Family is the most important thing in the Aber world. Gesichtsanimation kriegen sie immer noch nicht hin. Naja. Da bin ich mal wieder mit meinen Gesichtsanimationen. You know, like Aber es wird schon besser. every last one of them decided to jump down the bottom of a well and they're all Gehört ja zu den Supermassive Games dazu. hanging on the end of a rope. How can one person be expected to pull them all back out? Ja, ich kann ja nicht immer darauf Acht geben. Kann ich... You pull on that rope and you're just gonna fall right down to the bottom of the well with the rest of them. Stop it, Nerdy. And what's the point of that? What? There is a lot more to this than you realize. Like what? Kidnapping, murder, cover-ups. I think the whole Hackett family is in on it. Alter, geil. Not a goddamn clue. All right, let's do this. Who should I call? 911. You mean 911? Who says 911? Goodbye, cruel world. We gotta get out. I'm gonna Keine Gesichtsanimation, ja, manchmal schon. This isn't a ghost story. It's a creature feature. It's really happening and you're all in it. This is gonna get a little messy. Ey, ich hab Bock, ey. Ich hab schon wieder so Bock. Ich liebe diese Spiele. Ah, das ist so geil. Back at the Game Awards, we were proud to reveal Nightingale, a shared world survival crafting game from Inflection Games up in Canada. Now it's time to give you a brand new look and deeper look at the game, including its innovative realm card system that lets you impact things like the weather pattern, resources, and challenges in its procedural realms. Here is your exclusive new look. Wir spielen The Quarry auf Twitch, ja. Morgen schaffen wir es noch nicht, aber ich denke mal Samstag. Dann.
You're alone in the realms, I'm afraid. The portals are a mess. Not even sure if Nightingale made it. Given how fragile you humans are. Warum so? Also, ist ja nicht schlimm, aber alle Survival-Spiele haben immer so irgendwie so ein bisschen so eine Budget-Anmutung. So. Keine Ahnung, Jan. Lass mich überraschen. Foul things lurk in the interrealmic void, waiting to get in. Be ready with your axe pick. Ali Grüße. Das sieht schon cool aus, ja. If we shadows have offended, think but this. Ach, der Totenkopf, der hat nichts zu sagen. Das ist alles okay. Keine Ahnung, Matze, ich weiß nicht. Der hat gesagt, die nächsten Stunden am Anfang. The Saints are marching in on August 23rd with the reboot of Saints Row that we revealed last year at Gamescom. And today, we're happy to announce the launch of the Boss Factory demo across PC and console, which lets you design and set up your character. And since it's Saints Row, you guys are going to have a lot of fun with this one. Check it out. Ah, das sind immer so die Features, ey. Ja, ich kann meinen Charakter designen. Das konntest du aber in den anderen Saints Row auch schon. Nur per Werbeblock, Heiko. 4 Stunden. Ganze 4 Stunden? Ich dachte, ich habe nur die Next Couple of Hours verstanden. Grüße aus den USA. Grüße zurück. We're so good at this. Which fool wanna challenge me? Got a pack on your back with a strap, can't relax cause you know there's no guarantee. I ain't never got this effect, don't react to the test of the mass and the cavalry. Stay correct as your majesty, savage, never kneel, never have defeat. Seriously, this is perfect. Dinner and a show, baby. Drop from the roof, yeah. Cut them loose if they ain't gon' get the proof with you. If you're looking for the truth, mister, fast ain't grind, cause I got one thing, the truth trucker. To the dark side of the moon, high speed chase, make your heart stop from the zoom. Unsolved, can't bring bizarre vibes in the room, top floor brawl, that's a far drop from the room. I want all the power, the money and the dollars, the legends in the attic, the tunnels in my palace, 100 miles an hour, cause I want all the power, I want all the power, I want all the power, I want all the power. Ja, ich weiß nicht, im Character Editor jetzt extra einen Trailer zu machen. Wenn die das Firewatch-Radio haben, finde ich gut. Alter, Firewatch war geil. Danach kommen noch die Devolver direkt. Ey, ich würde gerne aber vorher den Stream kurz stoppen. Metzger, danke dir für den Follow auf Twitch. Ich würde gerne vorher den Stream kurz stoppen, damit ich den neuen mit dem Thumbnail. Extended gameplay of Warhammer 40k Darktide, Fat Shark's follow-up to the critically acclaimed Vermintide series. Darktide promises intense 4-player co-op action and terrifying enemy hordes to team up against. Und für 4 Stunden habe ich zu wenig zu trinken hier, Leute. Ich bin ganz ehrlich. Ich muss da auf jeden Fall dann... Ich hoffe, die machen irgend so einen Break mit Musik kurz oder so. Manufacturer MHL 1736 is heading towards a power systems failure thanks to a bit of heretic sabotage.
So you're going to restore the coolant and hopefully save the day. Geht nahtlos weiter. Access the operations array and use the Ja, aber crawling rods to flush the system. ich hoffe dann einfach, dass sie einen kurzen Musikbreak machen oder so. Ich muss dann mir dann noch was zu trinken holen zwischendurch. Also mit 4 Stunden habe ich nicht gerechnet. Tunnels and look for an access point. This way! Move it! Jawohl! Set your data interrogators. If all goes well, we can unlock the system, prime the rods, Alles klar, set them where they're needed. Der Mensch schafft 3 Tage ohne Wasser. Die USK-Vibes sind schon wieder da. Und die Bot-Vibes auch. Und ich weiß auch nicht, warum der Bot da nicht automatisch angreift. Aber danke fürs Kümmern. Mods loben, genau. Der Bot sagt mir, dass ich kein Tinder benutzen soll. Hatte ich nicht vor, aber danke. Naja. Bloober Team is known for psychological horror games like Blair Witch and The Medium. Geil. Today, they are ready to reveal their latest creation made completely in Unreal Engine 5 for a visceral horror experience. It's a return to the world of Also für Soulcave kommt auf jeden Fall heute eine ganze Menge. Of this. Danke für 317 Likes. Dankeschön. Someone once said insanity runs in our family. Das ist schon stabil für 550 Zuschauer. Nice. Alter, das sieht schon gut aus, ne? Leckt mich am Arsch. Ist das in-game? Ja, ist ja auch Layout so viel. They say it's a tale of sadness and guilt of an artist trapped in a place beyond redemption. Alter, sieht ja fett aus, das Spiel, ey. This is a story of my fear, pain and hatred, of the horror of my loneliness. Marcel, Grüße. It is mine to tell. Now I see it. All this misery, all this suffering. There was no other way. You really? So einfach ist das nicht, Ali. Das ist in so vielen Dimensionen nicht so. Ey, die Ketten, die sehen so gut aus, ne? Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich mich mal so über, Ketten freue, aber... Layers of Fears. Ressourcenbeschaffung, ja, Lizenzen, Verträge und du brauchst ja jemanden, der die Chips herstellen kann. Du kannst ja nicht einfach so eine Fabrik innerhalb von 2 Monaten hinstellen. Let's head to Montreal to hear from executive producer Fleur Marty. Ein neuer Fetisch? Nee, mit Ketten nicht so. WB Games Montreal. I'm Fleur Marty. I'm the executive producer on Gotham Knights. Today, we are thrilled to share more with you on one of our beloved knights, Nightwing. This showcase is the first in our character series, and we're really looking forward to share more with you as we continue working towards our launch on October 25th.
So I hope you enjoy the show and stay tuned. Wie er thrillt. I had nothing. And then this city became my home. Its people became my family. Gotham gave me everything. It deserves to feel safe. Die meinen wohl Fortnite wegen. Bisschen lästern muss sein. No matter how hard we try, Ja, stimmt, Roblox. there's always more to do. And now, it's up to me. Got time for a dance, Nightwing? I got this, Bruce. Oh, schöner That CGI-Trailer. was Gotham Knights, and now we welcome. Wobei, Look who it mit is. Unreal Engine Neil 5 können wir es Druckmann bald from eh nicht mehr Naughty Dog, unterscheiden. Co-president of Naughty Dog. Great to have you with us, Neil. It's been an eventful day on the internet for Naughty Dog fans, and I think we jinxed ourselves. We were joking about last night, like, watch the assets. Last of Us, Part 1, bitte noch mehr The good zeigen. news is there's some stuff that hasn't leaked that we have lots to share with people about all things at Naughty Dog. But first of all, it is it's a big month actually for Last of Us fans because Last of Us 1 and 2 both launched in June, and it's nearing its 2-year anniversary for Last of Us Part 2, which is hard to believe. Yeah, it's crazy. 9 years for Last of Us 1, 2 years for Last of Us Part 2, and we still hear from fans. They're still sending us letters. 2 Jahre ist Last of Us 2 schon? This journey and this world means so much to them. Was? Oh Mann, ey. And it's just been kind Oh, of ich krieg gleich eine Falte mehr unter meinen Augen. That's a pretty big milestone. It sold over 10 million units. And that kind of support, that kind of success, we're so grateful to our fans. It has allowed us to grow as a studio, and now we can take on multiple projects, more than we've ever had at the same time. Multiple projects. Okay, very interesting. Sehr viele gleichzeitige Projekte. What can Last of Us fans expect in the future from you? Thank you for asking, Jeff. Yes. So one of the things we've mentioned a while Haben die back, nicht gerade what gesagt started Juni? out as a multiplayer mode, has evolved due to the team's ambition. They really wanted to do something beyond what we've ever done before at Naughty Dog. And we felt the way to do it justice is to make it a standalone title. And they've been working on it for the past 2 years. Ambition has grown, and we're not quite ready to fully unveil it, but we're ready to lift the curtain a little bit and just give you like an update of where we're at. Okay, well, Ja, what can you merkwürdig, tell Alter. us about this Ist ja new Wahnsinn schon wieder. standalone multiplayer game? Yeah, so we have a concept art that we want to show. But what I can tell you is that this game is big. Okay. It's as big as any of our single-player games that we've done, and in some ways bigger. It's got Okay. a story. The way we're telling that story is Story very im unique Multiplayer, to this okay. game. It's got a brand new cast of characters. It takes place at another place, another part of the United States. It's like a city might be somewhat familiar, some people. I'm sure our fans have already figured it out. And it's really cool. And it's being headed by Vinith Agarwal, Anthony Newman, and Joe Padnatti, all veterans of Uncharted and Last of Us. And you're going to see a lot more of this game come next year. Next year, so wait till next year to hear more about that one. Okay, well, very exciting that this has evolved, and I mean, that concept art looks incredible. I can't wait to see Naughty Dog's storytelling fused with multiplayer live game. It's something special. We can't wait to show it either. Okay, well, that's not all. We also have something that I've been reading about on the internet every day. It feels like up in Calgary, they're filming the Last of Us Hab ich schon show drüber for geredet. HBO, right? Yeah, HBO. so for the past Nee, year, darüber habe ich nicht geredet. we've teamed up with Craig Mazin of Chernobyl fame and HBO to adapt The Last of Us into a TV show. Okay. They've been Mach mal. filming, and it's pretty incredible. The stuff I'm getting back, when we're looking at back at Naughty Dog, we can't help but feel emotional because not only is it so good and the quality is so high, it's so authentic. Endlich mal einen to richtigen what Trailer they made dazu, in the wäre game. geil. And
I just can't. I couldn't be proud of, like, again, Craig and that whole crew and everybody that's up there. Bestimmt kommt and das they're nach actually their last day of filming is Europa. tomorrow. So Das wäre zu groß, um es nicht nach Europa zu Craig bringen. is up there right now, kind of wrapping it all up. So it's pretty close. It's closer than you might think. And you actually got to direct one of the episodes? Yes, I think that really speaks to the kind of collaboration and trust that exists between Naughty Dog and HBO. They invited me to direct one of the episodes. I think we have an image from the episode I actually directed. Ooh, okay. So we could first look. Let's take. So you could see this is a certain museum that players might know from the game. And I really have to talk about Pedro Pascal. Zeigen die immer noch keinen Trailer, wenn es bald soweit ist? Not only directing them, but seeing them do all the other episodes. Oh, da hinten, They've Klicker. thrown themselves at these roles Nice. for a whole year. Watching the nuance that they bring to these characters, their relationship on and off camera, I couldn't help but think about Troy Baker and Ashley Johnson. It felt so similar to the chemistry. Ja, aber HBO läuft doch hier bei and it really feels like this is going to be Sky, something special. glaube ich. And I will say this will be the most authentic video game adaptation yet. Well, I mean, that first image that they put out, it feels like the video game. Everything that I've seen, both public and other stuff, makes it feel sort of super legitimate, as you said, and that's awesome to see Joel and Ellie from the front side now for the first time. So we'll see more of that next year. That's coming as well, right? Serious? You'll hear about it very soon. That's okay. All I'll say right now. All right. Well, Last of Us HBO, very, very exciting. And Was I hear kostet you das? actually have Keine a Ahnung. couple actors from the show who are. Ich habe Disney Plus, Amazon und noch einen Share-Account Netflix. Oh, die Mucke. Oh, what's up, guys? Oh, hello. Surprise. Troy's back again. Hello, I know. Ashley. Good to see you. Good to see you. I'm a little confused, though. I thought maybe Pedro Bella, but Troy Ashley out here from the game, right? So when Craig and I started working on the show, almost one of our very first meetings, we said, Troy and Ashley have to be a part of it. And we're such fans of, like, the talent and the like Na helping geil, die machen also auch bei der Serie mit. We felt like it was so important that they become part of the show, and it has to be more than just like kind of like a wink to the camera and like a cameo. Okay. These are real roles that we're keeping under wraps for now. But man, I'm bummed that I couldn't be there with you guys when you filmed your stuff. There's been so much It's stuff I feel like so good on the internet. There's so much like talk about what's being filmed, and I think that's you guys have kept a complete secret that you were up there and you filmed your roles by now, obviously. Well, keeping secrets with this franchise is kind of old hat. Like we've had Except for today. Except for today. Yeah. Except for the date. It was one of the hardest things for us to do is to not let people know that because we're so proud of it and the work that we did. We worked hard. The crew. Oops. I have to say, when I walked out on set, to be met with literally every person that I met on that crew is such a fan of this game, and they all The knew Zone. what it was that they were working on and committed to Also ich working on weiß this nicht, project momentan ist man, because glaube of ich, their am besten mit fan Disney and Plus their love for bedient, the- so von for der the game. Auswahl her It und was von one der of the greatest. It was Qualität like, her. I was coming home. Und Amazon habe ich halt, weil ich Yeah, öfter mal the bestelle da. attention to detail, the crew Aber was sonst- amazing. Bella and Pedro are, Man. they're so perfect, and we've been trying to sort of describe that feeling of sort of seeing them in person. It's like the characters coming to life, but it Disney, it's so dein much Ernst? more than that. I feel like I Ja, wir can't fully gucken explain gerade it, but I am Walking so Dead excited nach. to be a part of it, and Schaust du just- Obi-Wan? Nee. I can't wait to see it. I Für think Star it is Wars gonna ist momentan be nicht so die Zeit. so good. I love the story. I love just being a part of I'm this so world. excited about the series and the fact that you guys are going to be in it and undisclosed roles. I'm so fascinated how it's going to sort of bob and weave and you know, are these characters we know from the game that they're playing? New characters? Can you tell us anything? Yes. Warte mal ab, Henning. I can tell you. So sneaky. All right. Well, we're so excited. Maybe it's already on Twitter by now. Hey. All right. Well, let's talk about what was on Twitter earlier today. Lots of talk about the idea, or really what's happening is it looks like you guys are remaking the original game, and this is like a ground-up remake. Is that right? That's right. Schon am We wanted to 22. give people Juni. the Das geht ja definitive schnell, ey. version of the first game that wasn't encumbered by any technology. Wanted to find a way to get even closer to our original vision, and we're able to do it on the PS5 and PC. And instead of talking about it, let's look at it. All right. Let's take a look at The Last of Us Part 1. Ja gut, den Trailer kennen wir jetzt schon, den habe ich schon geleakt am Anfang, aber man kann ihn nicht oft genug gucken. So why'd you leave Boston? I've been on quite the adventure, little brother.
I reckon it's got something to do with that girl. It's got everything to do with that little girl. Spoiler? You know, I've never been this close. It's the Da outside. stimmt die Gesichtsanimation. Everything you hoped for. Can't be any worse. Wollte ich nur noch mal gesagt haben. Can it? Once upon a time, I had somebody that I cared about. And in this world, that's good for one thing. Get you killed. I can take care of myself. How many close calls have we had? I get into trouble down there. You make every shot count. I got this. Hope you know how to use that. Das sieht nur in deiner Erinnerung nicht anders aus, Golem, glaub's mir. Truly one of my favorite games of the past decade. Guys, what's your reaction to that? Yeah, we hadn't seen that yet. Yeah, you're watching it in real time. Yeah. It's because you did these. These performances you did a decade ago. Yeah. You didn't go back in. I mean, you used the original performances. Yeah, actually, we came up with a process where we could take the original animation that we did for the faces and kind of like retarget it on these new rigs that have a lot more fidelity. And then the animators went back and We're studied. seeing side by sides here, just how much it has changed. That you went and you redid the models and rebuilt everything. Everything was rebuilt from the ground up. Same art director, re-art directed the whole thing from the ground up. But the great thing about these faces is that they're closer to the original performance. All the animators went and studied those videos and got it closer to what you did on set than we could have achieved before. And that's just like one of the things we could talk about, like this brand new AI, like all the combat is redone. Just the fidelity of everything, 60 frames per second, all the stuff you're getting on the PS5. Again, we wanted to give, knowing because of the show, because they're all new players for PS5 and PC, we wanted them to have the definitive version of The Last of Us. Amazing. Well, now you guys get to replay. I mean, when was the last time you guys played the game? I actually played it again just to refresh my memory before working on the show. I was just a glutton for punishment, and I went straight from playing never part played it. 1 straight into part 2. And so the last time that I played literally would have been 2 years ago, since we're celebrating the anniversary of part 2. Ich wette, die machen da noch ein paar Anpassungen, wie bei Resident Evil 4. I can't Dass da noch so ein paar Story-Anpassungen You kommen. guys did such an amazing job on that original game, and it's really when you play it, when you see it. Was man auch immer anpassen will, aber irgendwas wird man I ändern. imagine that, Mit you know, Garantie. think of The Last of Us 2 combat, but kind of that back in The Last of Us 1. Well, it's the whole, like, all the new animation system, the new AI system, everything we've learned on, like, Uncharted 4, Last of Us 2, we apply to this, again, to give that definitive version. Just to give a quick shout out, this project is headed up by Matthew Gallant and Shauna Skye. Okay. And you'll hear a lot more about it and see a lot more about it over the coming weeks leading up to the release September 2nd on PS5. All right. And well, shortly thereafter on PC. we will look forward to it. Now, Neil, you've talked a lot about games directed by other people. What are you directing? You still making games? Still making games. Okay. I haven't given up my day job. It's a little early to talk about. Maybe if someone in PlayStation wants to leak it, then we can talk about it now. Otherwise, we'll save it. But you do have a new project. Do have a new project, but we'll save it for another Summer Game Fest. Okay. Okay, well, Okay, we'll neues see. We'll try and Projekt. save it. Ist, All right. hat er ja Troy, vorhin schon gesagt, Neil, mehrere thank you so Spiele much for dropping bestätigt. by Summer Game Fest, and I am so Aber, excited that The ja. Last of Us is returning, as you said, in September. So thanks, guys. Appreciate it. Thanks, Jeff. Awesome. All right, well, that is going to do it. Thanks to Naughty Dog and PlayStation for that very Das special könnte sein, Felix, ja. look at The Last of Us and the entire franchise and where things are going. Very, very excited about that. All right, Summer Game Fest continues over the next few days. Coming up right now on this very stream is Day of the Des with I Am 8-Bit and Double Fine, including an exclusive new look at the guck Planet einer of an. Lana. And then the Devolver Digital Showcase. Tomorrow, we've got Netflix Geeked Week, which I'll be co-hosting. War's das and jetzt oder Tribeca nicht? Game Showcase streaming, along with the Epic Games Store Showcase. And then finally, Sunday, it's the Xbox and Bethesda Game Showcase. You can stream them all at summergamefest.com. As for me, I'll see you again in August when we are back live Ja, in keine Cologne, 4 Stunden. Germany for Gamescom Aber 2 Opening Night Stunden. Live on August 23rd. And then the Game Awards will return in December live from the Microsoft Theater in Los Angeles. And
finally, I'm excited to share that Summer Game Fest will return in June 2023 as a digital and in-person event to bring the gaming community together. Thanks for being a part of Summer Game Fest, and remember, there are more events and announcements to come. We'll see you soon. K-Comes Opening Show. Ich habe auch nie 4 Stunden verstanden. Wahrscheinlich war das einfach, hat man sich irgendwie verhört. Aber ich muss sagen, stabile Show. War eigentlich... Happy birthday to you. Manche... Happy nee. birthday to you. Doch. Happy birthday, Day of the Devs. Day of the Devs. What? You don't know what Day of the Devs is? Day of the Devs is the greatest and definitely the oldest independent games festival that exists. It was started over 10 years ago by Double Fine Productions and IM8 to celebrate the best independent games out there and bring them to you, the fans. We wanted to bring developers and players together to get together, play games, and have a great time. It used to be a physical event only in San Francisco, but now it has gone digital so the whole world can enjoy it. And we're really excited this year to be part of Summer Game Fest. So sit back, relax, put on your party hats. This thing? I'm supposed to put this on? That's right, everybody. Und jetzt Psychonauts 3. Everybody. Kommt da noch irgendwas? Everybody. That's right. That looks good. Now we're cooking. Put on your party hat and enjoy Day of the Devs. Stimmt, jetzt kommt ja diese Day of the Devs Veranstaltung, ne? Okay, Leute, ich muss ganz kurz was zum Trinken holen. Ich denke, ihr kriegt das hin. Ja? Vielen lieben Dank bis hierhin für 17 neue Mitgliedschaften und 342 Mag-Ich-Bewertungen. Danke, Likes. Likes. Ich hole nur schnell was zu trinken und dann sehen wir uns. Scheiße. Hello, everyone. My name is Michael. Aber ich brauche was zu trinken. Ey, you might know where I work from. A game Also called bis gleich. Play. I co-founded a company called Playbles where we made a game called Kids. But today we're going to talk about this guy in my upcoming project that is a collaboration with Raphael Munot, who is the principal programmer on the game. The project we're collaborating on is called Time Flies. Time Flies is about our limited time in this world. In Switzerland, where I'm right now, we have a life expectancy of maybe 84 years. In the US, it's about 77 years. So you have a little bit less time to achieve the things you want in your life. In Time Flies, the things you can achieve are nicely prepared on a bucket list. This is a very small part of that bucket list. So these are the things you can do in the world. Was haben wir denn da Schönes? Ach Quatsch, Fresh Games, Alter. Seh nicht so ein Scheiß. Ich will meine Fliege spielt in einem Spiel, was aussieht wie auf dem ZX Spectrum. Dafür ist es wahrscheinlich schon zu detailliert. Ja, Leute, ich habe mir heute was gegönnt. Chocolate Chips. In weiß. Leider die falsche Firma, aber ich kann manchmal nicht widerstehen. The game is coming to Wasser mit Eiswürfeln. Nintendo Switch, PC and Mac sometime next year. Please visit timeflies.buzz where you can sign up for the newsletter.
so you get updated when it's out, or you find a link to the Steam page where you can wishlist the game. Thank you. You are a fly. Was hast du trinken? Kaltes Wasser mit Eiswürfeln. Erstmal Dirty Canceln. Eine ruhige Runde Hellsinger-Demo. Wartet mal kurz, ich muss mal... Ich muss mal ganz kurz die... Our next game is Planet of Lana, the debut title from Sweden-based Wishfully Studios and published by Thunderful Publishing. The gameplay is reminiscent of dark side-scrollers like Inside and Little Nightmares, but the vibes could not be more different. Who are these enigmatic enemies? What do they want with Lana's sister and her world? And what other secrets are there to uncover in this beautiful, boundless environment? Hello, my name is Adam Stjernljus and I'm the creative director at Wishfully. We're a small indie game studio in Sweden making Planet of Lana. Geht das doch weiter? Nein, 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 nein. Das ist nicht mehr Summer Games Fest. Das ist Game Dev. Das ist dann eher kleinere In our game you play a young girl Entwickler. called Lana, who is forced out on a mission to save her sister that has been taken away by an invading robot army. Early on in the game, Lana meets the mystical creature Moon. You quickly develop a strong bond and friendship to Moon, and she proves to be both intelligent and loyal. Hello. Being her own personality, Mui also has things that she's afraid of. Oder was Krasses angeht. Ich habe mir leider keine Notizen heute gemacht, weil ich einfach mal But ein being bisschen small genießen and wollte. agile also has its advantages. Aber waren schon For ein paar example, schöne being Dinger able dabei. to reach places that you can't. Ich darf doch keine Schokolade oder selbst schon so essen. Alter, super Games, vielen Dank. Haben She wir also schon den has this 18. special heute mit ability einer she can use to Kanalmitgliedschaft. Vielen control Dank. some Viel of the Spaß mit der strange Nerd News creatures und on der this Nintendo planet. News ohne Werbung. Hello. Hat ein bisschen was von Ico, ne? Hab ich auch gerade gedacht. Aber vielleicht ist das viel intelligenter als Ico. Ico hat mich so aufgeregt. Together, you have to make it through both the harsh and beautiful environments of Novo. Past dangerous robots, through deep and cold caves, unraveling long forgotten mysteries that all lead to your destined future. Whoa, that's nice. Planet of Lana is really a labor of love, and we're very excited here at Wishfully to bring you what we believe is a truly unique adventure. And beyond the companion-based puzzle solving and hand-painted art style, you will experience an engaging story with twists and turns that hopefully will stay with you long after the credits have Und rolled. vielen lieben Dank für Planet of Lana 361 is Likes. coming to Xbox and PC Wir this sind year, immer noch 400 and you can Zuschauer. wishlist Nice. right now at Steam or sign up at our newsletter at planetoflana.com. This next title from 2-Star Games is quite literally an on-the-rails shooter. You and your little yellow train with its mounted machine gun and exquisite collection of bobbleheads will face off against a demonic, clown-faced train who is hell-bent on devouring human flesh. This is Choo Choo Charles. Hey, I'm Gavin. I'm the solo developer behind 2-Star Games, and I'm currently making Choo Choo Charles. Ein bisschen mehr Horror könnte sicherlich noch kommen. Ich glaube, du kriegst erstmal genug. Maurice, Grüße. So viel dazu, Soulcast. It's an open-world horror game where you navigate an island in an old train,
upgrade it over time, and then use it to fight an evil spider train named Charles. Thomas, die Lokomotive. If you pump enough lead into his face, that'll probably encourage him to run off and find something else to eat. Evil spider train. You have one goal above all else, and that's to summon Charles to a 1v1 and fight him to the death. To do that, you'll need to explore the open world, looting abandoned areas and completing missions for the locals to gain powerful new weapons and scraps that you can use to upgrade your train's speed, armor, and damage. Wer hat dem denn die Haare aufgemalt? You'll need to leave the relative safety of your train and venture out on foot. This is where things get really dangerous, with Charles constantly roaming around looking for his next meal, and camps of shotgun-wielding cultists looking for someone to feed to him. Ich weiß gar nicht, wie das mit YouTube-Streaming ist. Wird es automatisch denn in den Devolver-Stream übersetzt, wenn der offiziell ab 21:30 Uhr startet? Oder muss ich dann den Stream neu starten? Habe mich damit noch nie beschäftigt, ehrlich gesagt. Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass da noch so viel Material dazwischen kommt. Ich dachte, wir machen jetzt hier irgendwie 1,5 Stunden andere Sachen. After collecting 3 heavily guarded gems from abandoned mines around the island, you'll place the gems on one of the shrines, angering Charles and drawing him to your location. Du musst, glaube ich, neu starten. Ja, das hat schon was. Das gefällt mir. Ja, klar, aber ich habe ja noch einen anderen Stream in der Pipeline. Der ist ja schon angekündigt mit Devolver. Best be careful out there, because it might be unwise to wander too far from your train. If you do encounter Charles while you're roaming around, it doesn't matter what you do now, because you have truly angered the beast, and you'll either escape with your life or see it flash before your eyes. Okay. 23,59 hat die Wolver angegeben. Und offiziell mein Stream startet um 23:30 Uhr. If it sounds like something for you, be sure to follow and wishlist Choo Choo Charles on Steam. I'd greatly appreciate it. It really does mean a lot. We've got a special one for you. It's very personal and near and dear to I Am 8-Bit because it's a I Am 8-Bit Presents published title. It's called Escape Academy, and think of it like Hogwarts, but for escape rooms. It's from developer Coin Crew Games, and they hail from the arcade amusement space. They've designed escape rooms in real life. Better they talk about their game than me. Here they are. Hey, I'm Mike. I'm Wyatt. And I'm Michelle, the art director. Wait, am I supposed to say I'm the... Hey, I'm Mike. I'm Wyatt. We're the founders. And I'm Michelle, the art director. Oof, okay. This is... I hate that. All right, once more with feeling. Hey, I'm Mike. I'm Wyatt. And I'm Michelle. And we're Coin Crew Games. Oha, werden wir noch ein Mario sehen? Das Ding ist einfach, ich weiß nicht, ob wir das... Also hier wurden ja auch schon ein paar geile Games. When Coin Crew Games was founded, we were actually building real-world escape rooms and arcade machines. But when the pandemic hit, we needed to pivot. So we decided to take those learnings, building real-world escape rooms, and transpose them into a digital format, and thus Escape Academy was born. Grüß dich erstmal, hi. Good luck trying to hack me without sufficient power. Probability of your expulsion, high. Escape Academy is an escape room adventure game that you can play either single player or co-op. You play as a student at this titular, mysterious escape academy where you get to master the art of puzzle solving and train to become the ultimate escapist. What are you waiting for? A room full of gas is no place to relax. We're all fans of escape rooms, so when we couldn't find a digital, authentic escape room experience, we decided to make one ourselves. Walls are often misleading at the Academy. Escape Academy isn't just a puzzle game, it's an escape room game, and it brings that play pattern home.
We have a huge amount of puzzles in this game, and they never repeat. And in addition to that, you can solve every puzzle using just your mind, no dexterity required, although you may want to bring a paper and pencil. Das finde ich aber geil, so als Adventure. Puzzle solving, nerdy, let's go. Oh nein. The academic theming gave us the leverage to create a wide variety of rooms that support the narrative and put players in situations they would never find themselves in real-life escape rooms. When we were designing the game, it was really helpful to have the experience of both playing a lot of escape rooms and designing real-world escape rooms as sort of a design anchor to buoy us to. I did not anticipate the rodent assisting you. Bad turmeric. Sadly, that rat will be no help in bypassing my lasers. We really took our time to create an eclectic cast of students and faculty members that help guide you throughout the academic journey of Escape Academy. Building on the lessons that you get in each room and raising the stakes throughout your journey at the Academy was definitely a design pillar we wanted to make sure came through in the final game. Das hat aber was, finde ich. Das ist jetzt natürlich hier Grafik von 2000 will die Grafik zurück, aber... I have succumbed to disco fever. Escape Academy is coming to Xbox, PlayStation, and PC on July 14th and will be available day one on Xbox Game Pass. Oh, Xbox Game Pass, 14. Juli. Kann mir da bitte einer Bescheid sagen im Mod-Chat und kann das mal anpinnen? Escape Academy! Geil. This game's for all those fans of organization out there, all those organizers. It's from a studio called Max Inferno, and it's a game about getting things lined up just right. It's called A Little to the Left. OSR 4 kommt bei der Capcom-Präsentation am 14. Nein, wie haben sie das denn gemacht? Hi, I'm Annie. Hi, and I'm Lucas. And we are Max Inferno. Yep, and we're really excited to share with you today a cozy puzzle game that we've been working on called A Little to the Left. Erinnert mich an Unpacking. Ja, definitiv. Oh nein, es gibt jetzt ein Spiel, wo man nach Größen sortieren muss. A Little to the Left is a game where you sort, stack, and tidy up the house. Ist das für die Leute mit dem Monk-Syndrom? In each level, puzzles are hidden among regular household objects, and you solve them by arranging items in a very particular way. Many of the levels have multiple solutions. It's all about observation and imagining the different structures that could be at play. Ich kann ja mal hier so parallel eine Webseite aufrufen, die das vielleicht schon aufmacht, weil ich erinnere mich kaum noch an die Ankündigung. Ups. And some of our own little tendencies. Ist da schon irgendwo zu was? Another big source of inspiration for Übrigens, the game erste Wertung zu Mario Strikers 72%. Around here somewhere. Wenn du was falsch machst, schreit dich ja halbe Shit an. Occasionally, this cat will show up on the periphery of your gameplay and undo your tidy work, just to shake things up a little bit. The game starts off pretty simple, but as you progress, the logic behind the puzzles becomes a little more surreal. There is a lot to tidy up in A Little to the Left. Actually, every day brings something new. With the daily tidy delivery,
You get even more out of our favorite puzzles. Aber ich sehe ja auch gerade was Interessantes, Project M. Well, thanks for stopping by. We hope you enjoy A Little to the Left when it releases later this year. See you later. Bye. Warte mal. Warum sagt er? Aww. I've been excited about this one ever since it was announced ages ago. It's from developer Gummy Cat. It's called Bear and Breakfast. And the title says it all. You're a bear, you run in bed and breakfast in the woods, and it's really freaking fun. We're debuting a brand new animated trailer, a bunch of gameplay you've never seen, and finally announcing a release date. Ich bin auch am Überlegen, ob ich Strikers erstmal skippe. Alter, der Anfang sah gerade aus wie Day of the Tentacle, ne? Kann man das Spiel jetzt schon mal anpinnen, bitte im Mod-Chat? World Premiere. I'm Ioana. And I'm Raresh. We're from Gummy Cat in Romania. Today, we're showing you our first game called Bear and Breakfast. It's a laid-back management adventure game where you build and run a B&B in the woods, but you're a bear. In Bear and Breakfast, you play as Hank, a young, curious bear from Silver Valley who lives in a small home with his mom and two best friends. Okay, die Zwischensequenzen fand ich witziger. Aber mir wurde was gerade reingespült. Das müssen wir uns jetzt mal ganz kurz angucken. Weil ich bin ja totaler Detroit Become Human Fan und so. Und Project M ist anscheinend auch sowas. Nur nochmal in krasser? 만약에 말이야. 만약에 누군가 당신을 죽이고 내가 복수한다고 하면 당신은 뭐라고 할까? 어? 나 죽어야 하는 거야? 아니, 만약에 말이야. 그럼 내가 복수해줄까? Ich bin jetzt schon hyped. Ich hab grad richtig Bock. LOL, Alter. Achso. Das war gerade Motion Capture Aufnahme, ich wollte gerade sagen. 아니, 만약에 말이야. 그럼 내가 복수해줄까? Alter Falter, 아니. leck mich am Arsch. 아니야? 하지마. 넌 이미 죽었다며. 그럼 차라리 우리 딸을 위해 더 열심히 살아줘. 위험한 데는 근처도 가지 말고. Ja, Quantic 3 macht ja sowas nicht mehr. Wie? Aber hier Detroit Become Human kam da auch. Mit Zeitschleife sehe ich gerade.
Ja, und wann? Unreal Engine 5 ist das. Unreal Engine 5, Leute. Alter, hab ich Bock. Metroidvania full of interesting creatures. It's called Animal Well. Hi, I'm Billy Basso. Today I'm going to be showing you a game I've been working on called Animal Well. In Animal Well, you explore a surreal and sometimes dangerous pixel art labyrinth that is filled with secrets. Oh, hübsche Optik. Aber wann? Aber wann? Es gibt noch kein Release-Datum. Oh mein Gott, As you explore, you'll encounter various creatures, but it's not always clear if they're friendly or not. So it's best to proceed with some amount of caution. Throughout the game, you're going to find various items that will give you new abilities and help you solve some puzzles. Every item in the game has multiple uses, but you're going to have to experiment if you want to figure out what they all are. Animal Well is a pixel art game. Ich hab mich Angst vor Katzen. That's not just a pander to nostalgia. Aber deine beste Reaktion war, wenn ein tolles Spiel. Ja, weil es einfach geil ist. A 4K TV screen has 144 times as many pixels. Ja, weil es sind aber auch alles so eine nice Games, die bis jetzt kamen, finde ich. Ich mag diesen Stil hier, auch so mit diesen Höhlen und so. See a lot of things like fluid sims or dynamic lighting effects. Aber Project M, alter Leid, leck mich am Arsch. Unreal Engine 5 wird schon nice. Designing Animal Well is a layered experience. So what that means is the base layer is something the average person can play through and enjoy to completion. But then there's a second layer, which for most games you would consider this part like 100%ing the game. There are lots of hidden items in nooks and crannies throughout the world. They're not obvious and you might need some help to find these. The third layer has puzzles that don't really present themselves as puzzles. They might go unnoticed for years, potentially, or they might require some community collaboration to solve. Also, there's a puzzle in this video that may require some community collaboration to understand. But the first 10 people to figure it out will get a free copy of the game at launch. And then while you're doing ja, es kommt ja jetzt auch bei die Turtles Collection mit Turtles in Time und dann auch der Arcade-Version und so. Also wird sehr Turtles-lastig dieses Jahr noch. Gameboy, die Spiele, Alter. Die waren auch geil. Next up is Naiad, a colorful exploration game where you play as a water nymph, traversing a zen and peaceful world. This game comes to us from Highwarp, a solo developer from Spain. Hi, I'm really happy to be part of the 10th anniversary of Day of the Devs at this exciting Sunroof edition. I'm Melwin from Highwarp, a solo dev indie studio from Spain, working on bringing to life very unique and personal games. I would like to share with you a preview of Naiad, a relaxing and colorful exploration adventure about flowing by a river. I put all my love creating every part of this game, so please enjoy. Das ist ja... Wie geil ist denn dieser Artstil, bitte?
The journey starts with the birth of a little water nymph at the spring of the river. Naya will grow up and mature, obtaining vitality from floating leaves and flowers, learning to swim like a duck, dive like a fish, dance like a frog, finding Ich dachte gerade so Mermaid, so like butterflies, oder Nymph. rabbits, snakes, turtles, Aber da kommt der Grafikstil. and much more. Das ist ja so nice Help animiert them to auch, find ey. their way, avoiding obstacles and dangers, using your skills. You will immerse through a lot of beautiful places like a deep forest, a dark cave, a joyful creek, and more. Water, symbolizing life, starts pure and fresh, and little by little, it will be fading into dark. You can sing to regenerate the nature, making sprout flowers in the Ich mag path, so eine Spiele einfach, and you ey. must do your best, because the humans Boah, das ist auch so nice are hier mit controlling this river world. der Stadt und dem, Humans create their dass du own dazwischen fake dem rivers, Blau like schwimmst these oder noisy überall ist roads dreckig with und strange so. smoke creatures. Geil, ey. You are the guardian of this river, and that seems to be a difficult task. But don't be afraid, because a tiny cloud will take care of you from the sky. The beautiful hair of Nayad is like its vitality. You can make it grow up under the sunrise, change its color, even tie small flowers on it. Da dauert keine 3 Tage, Creating gibt's einen Nayad, I Nacktpatch. focused on a wholesome experience. Enjoy it at your own pace, exploring and flowing. Nayad will be available for PC and consoles by the end of this year. Thank you for watching. Das ist richtig geil. Mann, von Arzt hierher, du Pfeife! Der Mann kann nichts dafür, Mega Mario. If you ever find yourself longing for the good old days, then why not take a trip back to the Stone Age in this cooperative life and farming simulation game from Sodaden and Cryptico. Hunt and gather to care for your settlement, explore the ancient world around you, and best of all, become a friend to the mammoths. This is Roots of Pachá. Hi, I'm Timo, co-founder of Sodaden along with my brother. Hi, Timo I'm macht Karen, mir Angst. narrative designer. We're based in Alter, San der Diego, Blick von Progressive Timo. Team in Argentina. Hola a todos, I am Dancer. And I'm Johnny, Timo's So nach dem brother. Prinzip. We are the team developing Roots of Pachá. Ich bring dich Farming um. sim set in the Stone Age where you help your clan develop the ideas that shape humanity. In a time when there weren't stores to buy seeds or anything else, you'll build your village from the ground up. Instead of using money, you'll transform the world around you by contributing and working with your clan. Starting small, you'll explore the regions of this new land, discovering plants and Wenn resources Blicke along töten the way. können. Dann wären wir jetzt alle tot. Dann wäre der Chat instant leer. Many of the ideas you develop were the cornerstones of early civilizations like farming, domesticating animals, and the creation of tools that are now common. Ideas will build on one another, and after a while, you'll find your community transformed. Hello, Bang! Mensch! Dich gibt's noch? Ja, Grüße! Ich hoffe, dir geht's immer noch gut wie damals. Adventure into the caves to meet the spiritual world, to try and explain who you are and why you're here. Schön, Sie zu sehen, der The Herr. game's Stone Age setting was inspired by the book The Clan of the Cave Bear. Roots of Pachá is set in simpler times, Mann. but society is still complex. Selbst. Ja, ich bin seit finding something to 23. eat Mai went from verlobt. satisfying a basic need to making a Hat dish sich and einiges creating a geändert reason to bei gather. mir. Außer mein Job. As you discover ways to make life easier, you'll find time to experience all the fun Pachás world has to offer. Ich versuche immer noch verzweifelt zu überleben.
Aww. You'll get to know your clan, meet others living around you, and maybe even find that special someone. Aww. Our love of farming sims started with the first Harvest Moons, and Stardew Valley took it to the next level. With Roots of Pacha, we want to make our own unique contribution to this genre. We're working on this project with all of our hearts. Dankeschön, We're super excited for you to play the final version. In the meantime, we have a brand new demo Timo that macht just mir went richtig live Angst. today. Thanks for having us. Hilfe. Muchas gracias. Hilfe. And now I am very pleased to present a world premiere from our friends at Us2 Games, the folks who brought you Monument Valley, Alba, and a bunch of other really, really cool games. Here it is. Alter, Unreal Engine 5. At Us2 Games, we really try and take what's meaningful and great about games and deliver that to everybody. So with Monument Valley, we made people care about a character for the first time. They'd never really engaged with games very much. And with Alba Wildlife Adventure, we took open world games and packaged that into a kind of theme about saving an island that more people are going to want to engage with than just the hardcore. And with this game, what we really want to do is take these genres that we really love, like roguelike games and turn-based tactics, add a little bit of sports game in there as well, and themes about dreams and conflicting fears, and really package that together into something that feels really unique. In the game, you play the role of Desta. He's a young person in their early 20s who's coming home for the first time, having not left home in the very best way. Their relationship with their mother and their family and their friends. There's a few of them that were a little bit broken. And they were broken because they didn't really have the words to say. And their father, who used to be a big part of their life, unfortunately passes away, and they don't have those tools and that person to lean on to bridge that gap. So they manage to go home, they find this old ball they used to play with their dad. And when they try and fall asleep with it, they find themselves in a world between worlds, neither asleep nor awake. And when they're in this, they can explore these moments, these memories, and solve these creative problems through a ball game. And when they do that, they find the right words to say to confront these people. The people we're going to be meeting in Desta's dreams are people who were significant to Desta before they left town a couple of years back. And there are lots of people they don't know quite as well, too. And some people who have been shaped by Desta's impression of them in their dreams. But they've all had a profound impact on Desta's life. These characters are really interesting because all of them are interwoven as part of Desta's story, but also with each other. They don't just appear as abstractions, but they really feel like a part of the makeup of Desta's background. One way or another, the people that Desta meets throughout the game helped Desta become who they are today. And they've taught Desta a number of different things, like standing up for themselves, taking risks, expressing themselves, and more. There are a few different themes in the story, but I would say that certainly loss is a big part of it. Finding yourself, courage and perseverance, and reawakening. No pun intended. It feels like we've been able to put a lot of ourselves into Desta. The same is true for pretty much all of our games, but Desta in particular is very personal to a lot of the members of the team. I'm sure we can all relate to some of the themes of maybe having ghosted a friend and not being sure how you could get back in touch with them, or dwelling over how you might have said something in a conversation and having that play over and over in your mind, which is one of the core themes of the game. It's definitely got more depth and more game mechanics than anything we've made before, and it's being designed from the ground up to be a multi-platform title. We're really looking forward to telling you more about Desta, the memories between, in the coming weeks and the coming months. This next game is called Shim. It's a shadow platformer. You're a little blobby character platforming around inside shadows. Bin jetzt zurück aus Istanbul, and a game with gespannt a auf really das Ergebnis. cool Nice. minimalist graphic art style. Bin ich auch I gespannt, hope you like it. was du sagst. Hi, I'm Ewout and I'm the developer of Schim. And I'm Niels from Exernice, and I help Ewout develop Schim. We're located in the north of the Netherlands in a town called Leeuwarden. We are a team of two, sollten sie plus die nicht the so schwach people machen, dass du Dritthersteller jedes Mal irgendwie überreden musst, dafür einen Port zu machen. Die sollte schon so viel Leistung haben. So 4 Teraflops, so in PlayStation 4 Pro Region.
Das wäre schon mal gut. Schim is a game where you move around in Und shadows. Abwärtskompatibilität, You ja. play as a Schim, a shadow creature. As a whole, Schim is made to be approachable for a variety of players. At its core, it's about jumping around in shadows and platforming towards the end of a level. Das ist auch schon eine Idee. Ich mag die Präsentation. Each shadow has her own Schim. The player plays around as a Schim of a human. However, this Schim is separated from their person, and it's up to you to find your way back. In the game, you will also help other Schim characters who have also been separated from their shadow. You can help them by finding their object. Ja, stimmt, das hat ein bisschen Splatoon-Vibes, ja. Ey, wir haben ein Fahrrad gefunden. Nice. Ach, und jetzt schmeißen die neue Schim Schatten. takes big inspiration from the feeling of playing as a Macht ja child. Sinn. Geil. Nur Playing die imaginary Blubbergeräusche games sind with ein made-up bisschen rules. Move around in shadows and jump to the next shadow. geil. Richtig geil. Ich möchte aber sehen, was passiert, wenn man zu sehr in der Sonne ist. Keine Frage, wie bei jeder Konsole, ne? Also ich finde jetzt auch, wenn die Konsolen sich zu schnell entwickeln oder so, dann finde ich es auch ein bisschen nervig. So, Hi everyone and thank you DevTheDev for having us this year. I'm Anne, the manager of ASOBU, a community hub for indie game creators in Tokyo. We have a space where people can come to work and meet other people, do small gatherings, and we are helping Japanese devs by introducing them to platforms, console publishers, helping them on marketing, or as usually they don't speak English, helping them to apply to overseas events like this one. And we're also doing a lot of online contents and streams, like our big ASOBU Indie Showcase, which will be aired this summer in English and Japanese, or our monthly stream Indie Collection, and podcasts, and many other things you can check on YouTube and Twitch. But first, let's check two really cool Japanese titles. Project M. Ich bin so gehypt auf Project M. Hab Bock. Diese Wimmelbildspiele oder was wir auch schon mal, wir spielen ja manchmal Fox and Frog Travelers, The Demon of Arashino Island is a 3D action adventure game with a Japanese-inspired atmosphere. Wir spielen ja auch manchmal Schrottspiele im Stream. Aber es gibt so viel Scheiße im Switch eShop, wirklich, es ist aber wirklich extreme Scheiße. But something is lurking in the shadows. Ja, aber 1,7 Millionen Aufrufe, Lofi, das hat schon Interesse geweckt. Also das ist jetzt nicht so, dass das irgendwie nur ein kleiner Titel wäre. Weiß ich nicht, anderen Gamer, aber wir müssen irgendwann mal kurz den Stream beenden und den nächsten starten für die Wolter. Also wir haben da schon so eine Scheiße gespielt, das ist unfassbar. Oh. Fox and Frog Long Journey Through the Night is planned for release in a few years. Game Boy Pocket. Was passiert da? Und warum sieht das so komisch aus? First game of the young solo developer Yofuji, Goodbye World is a narrative game about two young indie game creators, the shy Kani and the extrovert Kumade. Leute, fragt mich, wenn ihr jemanden braucht, sowas einzusprechen.
Goodbye World is a tale about the passion and struggles that comes with game creation. Through 13 chapters of the story, rendered in beautiful pixel art in a resolution close to the Super NES and Game Boy Advance. Oh, das kommt auch für den Game Boy Advance und Super Nintendo? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Goodbye World is due out on Steam later this year. If you like this game, don't hesitate to wishlist and to follow the data on Twitter. And if you are interested by Japanese indie scene or indie games, you can follow us on Twitter, on Discord, chat with us, and watch our indie game showcase, which is coming this summer. And thank you again for watching, and Day of the Death for having us. The process of moving to a new city can be daunting. Our next game, Birth, from solo developer Madison Carr, who hails from Chicago, explores the idea of quelling loneliness through this puzzle adventure. Hi, my name is Madison, and I am making a game called Birth. Warum ist da eine tote Ratte im Glas? Ich denke, das Spiel heißt Birth. Warum schwimmt... Was? Was? Birth is a point-and-click puzzle game about living alone in a large city. Ich weiß nicht, ich bin nicht so der Fan vom ersten Steam Deck. Das ist mir alles noch zu Beta. Aber eine zweite Iteration könnte schon echt gefährlich werden. By collecting spare bones and organs that you find while traversing the city. You will explore libraries and post offices and museums and cafes and apartments that don't belong to you. Apartments that don't belong to you, okay. In each of these buildings, you will meet creatures, and you will get to know them by searching through their personal belongings. Okay. Their laptops and phones, their cabinets and their notebooks. Der Bot schreibt mich schon wieder unter deinem Namen an. Within these personal belongings, there are puzzles. Some are physics-based, some are pattern-based. Nee, das ist jetzt so eine Game Dev Show direkt danach. Und dann kommt noch die Wolter. And you are rarely doing the same thing twice. Alongside the main game, there are optional hidden tokens that you can find to unlock secret so buildings creepy? And treasures. Warum? Birth comes out this August. I made this game with my whole heart, and I hope you like it. Sie hat das alleine gemacht. Und sie freut sich richtig. Also, sie ist richtig stolz darauf. In our next title, How to Say Goodbye, you play as the ghost of a person who's recently died and is embarking on the journey of accepting their own death. The mechanics underscore the message that there's always a way through grief. You may get stuck, but you can always Ja, weil die halt alle anfangen, Corny Fish, aber sobald Leute Erfolg haben... Hi, I'm Florian, co-author of the upcoming narrative puzzle game. Es ist halt so, dann kommt irgendein Marketingmensch noch dazu und ja, das kannst du nicht sagen und so. Und dann wird's halt so, wie es ist. Ja. So fühle ich mich auch immer am Flughafen. In How to Say Goodbye, you help a group of quirky ghosts overcome various obstacles. Ja, Leute ändern sich dann halt, ne? By reorganizing the level as you like. Moving one tile will also push the surrounding tiles.
puzzle elements are only moved around, but never removed. So, just like a Rubik's Cube, the puzzles never end up in a state where you can't solve them. Warum verallgemeinert man das so? Indie-Spiele sind doch 1000 unterschiedliche Sachen. Muss ja nicht jedes was für dich sein, aber verallgemeinern würde ich es nicht. Meistens haben die kreativere Ideen als die AAA-Spiele. Follow various characters looking to discover why they are still here and how to move on, while trying to escape the grasp of an evil wizard who doesn't know how to let go. How to Say Goodbye tells a story of loss and grief, but we intend the experience to be as gentle, kind, and positive as possible. If this sounds like something that you would be interested in, please wishlist the game. It would mean a lot to us. Thank you. Ja, ist so corny, ne? Damals hatten wir halt noch so eine Zeit, da wurde halt viel noch Oh, ich hätte ja gerne noch was zu Monkey Island gesehen, ne? Hi. Well, wasn't that a great show and a great cake and it's all gone and so now we have to say goodbye. I hope you liked that. I hope you liked all the games. Schön. Thank you to all noch eine schöne Ergänzung zum Summer Games for making Fest. such fantastic games and for bringing them here for everyone to enjoy. Special thanks to all of our generous sponsors. You've always been there for us, and we could not do this without you. PlayStation, Idea Xbox, Nintendo, Steam, Epic Games Store. Y'all are awesome. Thank you. Extra special thanks to Dose One, the Magic Man, for supplying all the beats and sound effects and tunes you hear in every Summer Game Fest edition of Day of the Devs. We couldn't have done any of this without you, or at least it'd be really quiet. And kind of suck. We're not done with the Day of the Devs 10th anniversary just yet. If you go to dayofthedevs.com and sign up for our newsletter, you will be amongst the first to hear about all the excitement that's to come this year. Other than that, thank you so much to everybody who watched, and we'll see you next year. Bye. We'll see you next time. Aha! You thought it was over, but it is actually not. Day of the Devs continues with a special after-party performance by the one and only Peter Berkman of Anamanaguchi fame. He's debuting new music from a game you've probably never heard of. It's called Little Nemo and the Guardians of Slumberland. And the reason you haven't heard of it is because it's debuting on Kickstarter at this very freaking moment. Enjoy. See you later. Thanks for tuning in to Day of the Devs Summer Game Fest Edition. Bye. Wird Monkey Island nicht von Devolver gepublished? Ja? Also wenn ich das richtig sehe, muss ich hier einfach nur nachher bei Devolver auf Livestream starten klicken. Also den hier beenden und dann kann ich direkt den anderen starten. Ich bin gespannt. Na, mal gucken. Oh, ich sehe gerade, es sind 3,22 $ reingekommen. Dankeschön. Warum kriege ich denn da keine Notification? Hä? Normalerweise müsste mir das wieder anzeigen. Na egal. Vielen lieben Dank. Das gab's schon mal auf dem NES?
Alter, die Soundtracks von Indie-Games, ey. Ich sag nur Tormented Souls, ey. Tormented Souls hat so einen geilen Soundtrack. Jalego? Ja, vielen lieben Dank auf jeden Fall. Dankeschön. Hat eigentlich Euro. Keine Ahnung, hier steht... Auf meinem PayPal-Account steht... $3,22. Warum auch immer. Aber vielen lieben Dank, Unknown Gamer. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Vielleicht ist es auch nur ein Anzeigefehler. Das stimmt, Stranger Things. Alles klar, ist okay. Danke, dass du bis dahin da warst. Dankeschön. Dagobert Duck Vibes. Erstmal alle Items spoilern. Wie manche MacBooks aussehen, ne? Wobei, das ist ein Aufkleber. Ich dachte, der wäre vollgeschmiert. Schon gut. Hab nichts gesagt. DuckTales und Mario Bros. 2. Stimmt. Aber ist auch schön gemacht. Er mit seinem Mini-Keyboard. Turtles wird geil. Ja, die New Super Mario Bros. Teile. Also, ich muss ehrlich sagen, ich habe sehr gerne das mit den Münzen gespielt. New Super Mario Bros. 2 auf dem 3DS. Aber ich bin echt nicht mehr... Also bei den 2D-Jump'n'Runs, da bin ich echt kaputt, ne? Schreibt mal hier rein, Unknown Gamer. Hier ist leider irgendwie... Warum auch immer... Ach! Kann es sein, dass wir hier noch einen alten Link drin haben? Warte mal. Ich muss mal ganz kurz gucken. Hä? Das ist nicht meine normale Tipping-Page. Lol. Als wenn es für YouTube eine Deswegen. Da steht Currency U. Warum? Der Link ist falsch. Leider habe ich die Nachricht nicht gesehen, aber du kannst sie gerne auch hier reinschreiben. Die Volva kommt um 23,59 €. Jawohl. Geil. Ein Fliegenpilz auf einer Ameise. Dankeschön, Unknown Gamer. Sehr gerne. Ja, und da kann ich auch nur Danke sagen für den ganzen Support heute. Wie gesagt, 18 neue Mitgliedschaften bis jetzt. Fast 400 Likes. Und wir haben insgesamt, glaube ich, jetzt so um die 25 €. Vielen lieben Dank. Dankeschön.
cool. Sah schön aus. Oh, Stray. Ach, geht's jetzt ja direkt weiter? Ach nee, am 28. Juli. Ah. Okay, wir können mal kurz durchschnaufen, glaube ich. Wir können mal kurz durchschnaufen. Aber Sahne. Sahne, Sahne, Sahne. Schön. Ich weiß nicht, ob hier auch der Devolver-Stream denn läuft. Dann gleich. Ach, der Chat wieder, ey. Blenden wir den Chat einfach aus. Den finde ich schon wieder belastend. Ich krieg mein AAA-Game nicht. Hotline is a text message-based, anonymous and confidential emotional support hotline, and it's created specifically for the gaming community because we're gamers and creators, and we want to help each other. So, Amis haben immer was zu mecken. Ah, ja. Well, you text us. Für die Chats ganz schlimm. Our hotline is 100% anonymous. We can talk about anything you need to. Für die Chats ganz schlimm. The games and online. So, ich habe das hier im Blick, aber Alter! Executor 548, vielen lieben Dank, Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Vielen lieben Dank für den Support. Ich danke euch, Leute. Ich frage mich bloß, wo diese Stream-Elements-Seite herkommt, die... Oh, hab ich ein Doppelkinn bekommen, Alter. Mann. So, dann können wir hier gleich mal die Startzeit ändern. Jetzt wird Metal gespielt. Da müsste ich erstmal die Demo runterladen, ey. So, Start 23:59. So. Wir sind jetzt, Leute, das ist Rekord. Wir sind jetzt 117 Kanalmitglieder, sehe ich gerade. Das ist nice. Vielen lieben Dank. Das ist neu. Ganz neu. Hast du kein 10 Gigabit Internet? Nee. Wie hieß denn das Ding? Metal irgendwas? Metal. Metal Singer. Metal, Leute. So, schauen wir mal. Wird das Turtle-Spiel Crossplay? Ich glaube nicht. Da haben wir's. Metal Hellsinger. Resident Evil Franchise Aktion gibt es gerade. Okay, ich lade die Demo mal runter. Ich hoffe, mein Stream bricht jetzt nicht zusammen. 3,3 Gigabyte. Schauen wir mal. Mal sehen. So, was haben wir hier noch? Die Resident Evil Franchise Aktion. Bis zu 87% Rabatt. Asakura, vielen lieben Dank. Dankeschön. Resident Evil 3, 15,99 zu teuer. Resident Evil Revelations 2, 77 Cent. Hab ich das schon? Oder verlese ich mich da gerade? Nee, 77 Cent für Resident Evil Revelations 2. Wartet mal. Lol. Alter, 77 Cent ist ja nice. Weil ich glaube, ich habe wobei ich habe die PlayStation 4 Version, oder? Und die Deluxe Edition, was das doch immer ist, 11,99.
Umbrella Corps. Was ist denn Umbrella Corps schon wieder? Da schaue ich doch mal auf der Switch, ob es da auch da können wir. Wir haben. Warte mal, Leute. Da fällt mir was gerade ein. Switch eShop. Warum nicht gleich gratis? Ja. Super Sale. Alle. Dragon Ball Fighter Z 8,99. Das hatten wir aber schon öfter. Resident Evil 4 9,99. Passend. Sakura Swim Club ist bestimmt wichtig. Ich mache mir mal einen Tab auf. Panzer Dragoon Remake 2,49. Das wollte ich mir auch noch holen. Ich hatte vor, das nach der einen News zu holen. Mit Fokus auf... okay. Diablo 3, 29,99. Star Wars. Moving Out war mega witzig. Habe ich mit einem Kumpel gespielt. Hades, Ellie. Super Mario Maker 2, 39,99. Ja, auf der Switch ist es auch runtergesetzt, aber 7,99 €. Resident Evil Revelation 2. So. Pokémon Snap. Wichtiger Center, Juni. So. Star Wars Heritage Pack. Der ist noch zu teuer. Resident Evil Zero 9,99. Doom Eternal 14,99. Das ist nice. Also wenn man keine andere Wahl hat für Doom Eternal, dann ist das wirklich nice. Hong Kong Massacre 2,99. Crisis Remastered, ey. Ich bin noch immer am Überlegen, aber das ist mir noch zu teuer. Aber alleine so eine Technik auf der Switch zu sehen, finde ich halt geil. Was sie aus dem kleinen Chip da rausholen, das ist so geil. Ich liebe sowas, wirklich. Paper Mario The Origami King 39,99. Kostet einfach eine Retail-Variante 24,99. Revelation 2 hat leider üble Ladezeiten auf der Switch. Das ist nicht schön. The Thinking City. Ich war der Meinung, für Thinking City habe ich mal einen Key bekommen für die Switch, aber ich finde den nicht mehr. Alter, Instinct, vielen lieben Dank für den Fünfer. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Alter, Leute, ihr seid heute krass, wirklich. Heute krasser Support am Start. Dankeschön. So, was haben wir hier noch? Graveyard Keeper. Da kann ich mir fast wieder eine Dusche leisten bei einer aktuellen Inflation. So. Agony. Nice. Little Nightmares Complete Edition. Die wären auch mal geil, ey. Ist heute die E3-Vorstellung? Ja, wir hatten jetzt schon Summer Games Fest. Oh, lol, als ob Revelations 1 mehr kostet. Lull. Watari, danke dir für den Tier 1 Support. Dankeschön. Und viel Spaß mit der Werbe- und Placement-freien NerdNews und Nintendo News. Dankeschön. Ukulele and Impossible Lair. Oli World auch schon runtergesetzt. Grid Autosport auch schon runtergesetzt. Cloudpunk ist auch ziemlich geil. Für einen 10er. Also gerade haben wir ziemlich geile Angebote im eShop. Tony Hawk's Pro Skater 1+2, 22,50. Auch nice. Hello Neighbor, 9,99. Da gab es vor einem Jahr auch so ein Interview, wie es mit Professor Layton weitergeht. Ach so. Okay. Medieval Tower Defense. Ich habe damals, ich oute mich jetzt, ich habe damals sehr gerne Tower Defense Games gespielt.
Aber irgendwie ist das alles nur noch Pay to Win und so ein Scheiß. Turrican Flashback. 2-Point Hospital Jumbo Edition 15,99. Alter, die nächste Nintendo News kann ich nur mit oder Little Nightmares 2 14,99. Kann ich nur mit Angeboten füllen. Nice Panty Party klingt auch gut. Card Games nicht so. Alter, Nightmare Creatures. Oh, geil. Das will ich mir noch original für meine Playstation holen, ey. Ich habe hier... Ich flex damit immer wieder gerne. Ich habe ja 2 Konsolen, die ich auf HDMI umbauen lassen habe. Und das ist ein N64 und eine Playstation. Und die Playstation hat so ein geiles Bild über HDMI. Da kann das N64 nicht mithalten, aber die müsste mal mehr genutzt werden, ey. Nightmare Creatures würde ich mir auch nochmal holen, ey. Wenn jemand ein sehr gut erhaltenes Dino Crisis und oder Nightmare Creatures hat, der kann mich gerne mal auf Discord anschreiben oder per Mail oder so. Rette Furzi. Ja. Läuft das so schlecht auf der Switch, Corny? Nintendo Wolf, grüß dich. Tormented Souls auch schon 2 Euro runtergesetzt. Was? Ich bin schon wieder auf der Suche nach guten Games. Alien Isolation ist zu teuer, das war schon mal günstiger. Eins oder 2? Ich habe damals tatsächlich nur 1 gespielt. Egg Runner, Alter. Oh. Welches Spiel haben wir da, vor kurzem gespielt, was so richtig scheiße war, wo wir nur eine gerade Straße hatten? Ich weiß es nicht mehr. Gries, auch sehr cool. Oh, Quake nur 3,99, auch sehr gut. Das ist ein richtig gutes Remaster von Night Dive. Grandia HD Collection 1999. Irgendwas mit Chicken Run oder so. Ja, ich weiß es nicht mehr. Das war so scheiße, Alter. Das war so scheiße. Das glaubt man nicht, ey. Und dafür habe ich auch noch Geld ausgegeben. Er tut immer noch ein bisschen weh. Enter the Gungeon, auch sehr gut. Castlevania Anniversary Collection kann ich genauso empfehlen wie die Contra Anniversary Collection. Mein Reiterhof, sehr gut. Punch Club ist nice. Don't Starve. Soll aber ziemlich buggy sein auf der Switch. Doom 1, 11,99, geil. Doom 3, 4,99. Doom 3 habe ich mir vor kurzem geholt. Das will ich jetzt endlich nachholen. Mit der Switch OLED. Und das hier, das will ich mir auch nochmal digital kaufen. Ich habe es zwar als Limited Run Games Version, aber Star Wars Episode 1 Racer war schon ziemlich geil. Artillery Riser, ja. So schöne Sachen. Stickman, Far East Battle. Carnival Games, Operator, Shakes on a Plane. Master. Prom. Es gibt schon schön. Hier Bloodstained soll auch sehr gut sein. Loop Hero. Habe ich auf dem Rechner. Will ich unbedingt mal eine Runde spielen. Aber mich schreckt ein bisschen diese Kartendynamik ab. Ich bin da wahrscheinlich zu dumm für. Rollercoaster Tycoon Adventures ist doch dieses ekelhafte, oder? Das ist doch dieses komische Mobile-Ding da. Kauft euch lieber Rollercoaster Tycoon 3, da habt ihr mehr von. Was ist hier der Plan? Wir warten gerade auf die Devolver Show.
Dafür müssen wir gleich den Stream neu starten. Deswegen gucke ich gerade mal, ob wir was Schönes finden hier. Was man sich so auf die Switch ziehen kann. Ach ja, das Metagame. Mensch, gut, dass du sagst. Warte mal. Da bin ich auch gespannt drauf. Ich weiß natürlich nicht, ob ich das gerade flüssig gestreamt kriege. Das ist das Problem. Weil mein Rechner in letzter Zeit, ich glaube, der braucht mal ein Update. Ist das schon fertig? Ja, ist schon fertig. 3 GB. Cloud-Status aktuell. Wir versuchen es einfach mal, aber ich kann nichts versprechen gerade. Ich hoffe, das öffnet auf dem richtigen Monitor. Ja. Bitte vor dem Spiel lesen. Anfällen kommen. Ja. Komm. Das Problem ist, dann wird dieser Stream geclaimed. Das sieht gar nicht so scheiße aus, ey. Abschlachtungs-UI anzeigen. Ich mach's mal ein bisschen heller für euch. Was kann man bei der... Also die Volva sollte man nicht verpassen. Die Volva ist Indie, ein ganz großes Indie-Ding, aber die machen so eine geile Show. Warte mal, okay. Wird automatisch konfiguriert, beste Beat-Matching-Ergebnisse bieten, wenn Audio- und Videogeräte in geringerer Rezensionszeit verwenden. Mhm. Ich habe kein drahtloses Gedöns. Macht doch die Musik aus. Toll. Die Taktschlag-Serie zeigt deine erfolgreichen Angriffe im Takt an. Je länger die Serie, desto stärker wirst du. Don't know why I'm so happy remembering it. Her coming to get me and all, but I am. Soll das so sein? It's like a storm coming from far, far away. I felt it in the air. Ich bin ein Dämon, der gegen andere Dämonen kämpft. Okay, also wir müssen offensichtlich jetzt schon den Takt erwischen vom Lied. Ja, ja. Hallo? Führe 4 Angriffe im Takt aus. Ich bin ja zu dumm dafür. Okay, doch nicht. Sonst schlägt man an denen vorbei. Das kann man bestimmt abschalten. Ich weiß leider nicht, nach welchem Takt. Leuchtende Gegner sind geschwächt. Schlacht diese ab, indem du im Takt E antippst. Meinen die dieses Kann das sein? Das Tutorial ist ein bisschen sinnlos, wenn man schon beim ersten Takt den besiegt. Ach
so. Das macht Sinn. Mega Mario. Das macht echt Sinn. Ups. Ups. We didn't need words. We understood each other without. Oops. Guess it sounds like love at first sight, don't it? You see, the whole universe has a rhythm. Well, it's kind of my pulse. And when I'm with her, we sort of become one. Her music is my music. Her music is my music. Pass kann auch dafür verwendet werden, Zorn aufrechtzuerhalten, selbst wenn keine Dämonen in der Nähe sind. Und jetzt? Zornanzeige finden Sie im oberen Bildschirmrand. Okay. Ich drück E. Achso. Ja, mit Cadence of Hyrule bin ich leider nicht klargekommen. Da hat mein Gehirn gesagt, ne. Ich glaube, das kann ganz guten Drive entwickeln, Dr. Business. Alter, Quake Damage. Dein Zorn ist auf 16-fach gestiegen. Der Wert, auf dem der Gesang einsetzt. Nice. Okay. Drücke 2, um dein Schwert wieder in die Hand zu nehmen. Bei mir auch X2. Okay, Tutorial vorbei, oder was? Poor bastard. That's destiny for you. Wie die Tanzstunden. Can't unlock an anguish gate without breaking a few monsters. Ich glaube, das Spiel, also ich weiß ja gar nicht, wie kann man den Zorn auch ver-32-fachen oder so? Hölle betreten, jetzt schon. Aber das Soundtrack gefällt mir. This place like it was yesterday. Wish I didn't. Cambion starts the murder parade.
Schrotflinte verbraucht Munition. Danke für den Tipp. Okay, jetzt kommt der Takt langsam rein. Alter, wie viele sind das? Alter, zum Takt einfach ballern. Wie geil. So many souls here makes a kind of electricity. Jede erfolgreiche Attacke lädt den Exorzismus-Angriff der Waffe ein wenig auf. Was für ein Exorzismus? Rechte Maustaste. Wenn die gelbe Exorzismusleiste leuchtet. Und auch das Wackeln der Waffe. Das macht voll Fun! Chaos crystal nearby somewhere. The Behemoth came crashing down. Nightmare City. Kann das sein, dass das die Doom Engine ist? Jetzt mal ohne Scheiß. Die Attack Engine 6. Geht voll ab, das Spiel! Fuck. And when she got angry, she tried again. Wieder aufstehen, alle. Oh. Fuck. Da bin ich wieder. Vergesse mal, dass ich auch einen Takt drücken muss. Mein Güte. Oh. Ah. They were ready for us.
At least they tried to be. Ist das die Stimme von Duke Nukem? Aber schön im Takt niesen, das ist wichtig. She saw something. Imagine it, baby. Das hast du dir nicht eingebildet. Du hast gerade schon 30 Monster niedergemäht. Auch Kirscher getroffen. Haven't heard that one. Ja, es wirkt auch wie die ATEC 6. Nur ein bisschen detailärmer. Alter. Ja, das ist gar nicht so scheiße, das Spiel. Alter. Ja, Cadence of Hyrule bin ich leider nicht klargekommen. Leider nicht. Metal Hellsinger, genau. So heißt das Spiel. Im September kommt die Vollversion. Das hier gerade die Demo. Okay, Leute, aber wir müssen ganz kurz Stream unterbrechen. Ich muss den Stream hier ganz kurz stoppen und den neuen starten. Dauert 2 Minuten und dann sind wir wieder online. Dann spielen wir das meinetwegen hier noch ein bisschen. Aber bis jetzt ist geil. Also, macht mir Spaß. Auf jeden Fall. Leute, wir sehen uns gleich in 2 Minuten. Und, ja. Bis gleich, bis gleich, bis gleich, bis gleich.